Leck, irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt runterfallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Yeah. Jetzt schleicht die halt einmal hin. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf. Wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat sie sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ein ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Machst chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogenen Kibius. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Ich habe sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt's nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Du bist es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Hallo? Ist da etwas am G potenziell?
So, grüß Gott beieinander. Einen wunderschönen Samstag. Ja, 5 als Abend. Sommer, Samstagabend. Mrs. Kathi, Mr. Price und Mr. Gut zu Fuß, einen wunderschönen. Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Sollen wir wieder gehen? Na, bitte nicht. Auf keinen Fall. Bitte auf keinen Fall. Der Mr. Price, oh leck, Alter, der hat eine 20er Stream-Serie. Eine 20er Stream-Stream. Mr. Price, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich da dazu sagen soll, außer einen vielen lieben herzlichen Dank für deinen stetigen Support anhand vom Zuschauen, egal ob es im Lurk ist oder aktiv, ist scheißegal. Eine 20er Stream-Serie muss man erst einmal schaffen. Vielen lieben Dank an der Stelle. Das freut mich unfassbar stark. Und das, obwohl ich nicht da bin. Ja, scheinbar doch. Scheinbar bist du öfter da, als du das selber liebst. Und Mr. Mescalin habe ich dir. Grüß dich gut. Alles fit bei euch. Wie geht's Ihnen? Freunde, ich hab Urlaub. Morgen um die Zeit sitze ich schon im Flieger. Morgen um die Zeit bin ich weg. Ne? Aber das ist Zukunftsmusik. Kaiser, habe ich dir. Grüß dich gut. Du sag. Ja, hallo, ich bin ein Werker, ich brauche auch mal Urlaub. Ist ja nicht so. Ist ja nicht so. Jetzt machen wir mal 14 Tage Pause. Ja, und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Alles fit bei Ihnen. Wie geht's euch? Hat's gut durch die Woche gekommen? Ich hoffe doch. Ich will jetzt da ein bisschen leiser machen, weil sonst zerreißt es mir so Ohr. Das war da nichts. Ich gönn's da und viel Spaß. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Aber jetzt haben wir erst einmal noch da. Ne? Also jetzt der wir heute einen entspannten Bloodborne-Stream machen. Ich weiß nicht, ob die 2 Wörter in einen Satz passen. Weiß ich nicht. Bisher war es relativ entspannt. Schauen wir mal. Ich wollte eigentlich wollte ich erst ja um 6 Uhr anfangen, aber ich habe mir gedacht, ich sitze den ganzen Tag irgendwie schon blöd und mir dumm, mein Koffer ist schon backelt, der Haushalt ist eigentlich fertig gemacht. Warum? Wieso? Dann fange ich halt einfach eher an. Ja, das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich eher aufhöre. Also ich werde schon durchziehen bis um 9. Also so war es jetzt mal geplant. Und denke mir, da haben wir dann alle was davon. Also behaupte ich es einfach einmal schwer. Genau. Sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Die Woche war relativ entspannt. Tatsächlich. Also wir haben jetzt gestern und heute schon Koffer backelt. Vorher Mittag waren wir noch die restlichen Sachen einkaufen, was wir noch so ein wenig brauchen. So Kosmetiksachen oder Körperpflegeprodukte, so Shampoos und Rasierklingen und so Zeigler. Einfach, was man halt fürs Reisen braucht. Und ja, jetzt warten wir im Endeffekt, bis es losgeht. Tatsächlich. Wobei halt eigentlich irgendwie sagen wir, dass ich bis gestern eigentlich noch überhaupt nicht so die Stimmung gehabt habe, dass ich mir jetzt denke, hey, jetzt fliegen wir fort. So, das ist eigentlich erst heute so im Laufe oder nach dem Aufstehen ist es eigentlich, kennt man so du stehst auf, weil ich habe noch Nachtschicht gehabt, so Mittag, 11:30 bin ich aufgestanden und dann denke ich mir so, oh fuck, es geht morgen los, so auf die Art. Und dann, so jetzt, schon Start, so kommt so richtig die Vorfreude, so zum Wissen, man ist jetzt einfach einmal ein paar Tage weg, tatsächlich. Und haben wir jetzt uns auch schon am Wetterbericht angeschaut, also bei uns, daheim wird er nicht so geil, also er meint wieder ziemlich viel Regen. Und in Kos, wo wir jetzt haben die nächste Woche, meint er jeden Tag 32 Grad plus. Herzlichen Glückwunsch, haben wir das richtige Zeitfenster erwischt. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass uns nicht irgendwie einen Flug stornieren oder sonst irgendetwas, aber das hätte man wahrscheinlich schon mitgekriegt. Aber ansonsten kann jetzt, glaube ich, der Urlaub schon stark kommen. Und das ist gut so. Einzige Hiobsbotschaft ist jetzt, das Pferdl von der Frau Bazi macht jetzt aktuell gerade noch so ein bisschen, ja, Mucken, sage ich jetzt einmal. Die kolikt ein bisschen. Ist natürlich jetzt auch der perfekte Zeitpunkt, einen Tag vor der Abreise, aber es geht ja soweit entsprechend gut. Also es ist jetzt nicht so, also es schaut jetzt nicht so aus, als wenn es was Dramatisches wird. Also es soll ja eigentlich die nächsten 2 oder 3 Stunden wieder alles tutti fein sein. Ich bin da. Ja, sie grüß dich gut. Dwatschauerin Plus ist da. Ich weiß nicht, hast du es fertig geschaut, die letzte Wort? Danke an Price. Ja, der Price, der erst mit der 20er Streamstreak reingrätscht und jetzt schafft er die Leute an, hey, du pass auf, der Bazi ist live. Der Price ist ein Ehrenbazi, wenn man das mal so sagen hört. Nicht ganz. Dann hast tatsächlich das Coolste versammelt. Aber ich spoilere es jetzt einmal einfach nicht, okay? Für den Fall, dass du es noch anschaust. Aber es macht nichts. Der Price hat dich erinnert. Oder als Spaß jetzt nebenbei aber schon quasi mit der Savi mit. Oder wie sage ich das?
Na, aber schön, dass du da bist. Du schaust das, okay. Ja, die hat halt Jubiläum tatsächlich. Ich war jetzt Nachmittag über die ganze Zeit über wegen im Lurk. Und ja, ich hab vorher ein bisschen Monster Hunter gespielt. Ich übe bereits, ja. Ich schaue, dass ich wieder in Shape bin, wenn wir mir da durchstarten. Ja, damit ich da halt zumindest häufig so ein bisschen was zeigen kann. Ich war halt tatsächlich mit dem Dev, also aus der Monster Hunter Community, war ich geschwind im Voice gesessen, mit dem haben wir mich auch schon unterhalten. Der hat gesagt, immer ran, mehr Monster Hunter Spieler haben, immer mehr gut so auf die Art. Nein, nichts war am Balkon mit dem Eis, aber jetzt habe ich wieder an den Rechner müssen. Ja, halt ist, bei uns ist halt tatsächlich noch unfassbar schwül. Also es ist, ein Eiswetter war halt perfekt gewesen, so auf die Art. Was möchtest du üben? Hey, ohne Scheiß, ich bin wirklich ein bisschen eingerostet, ja. Also, ich habe jetzt, keine Ahnung, 1,5 Jahre kein Monster Hunter nicht mehr gespielt. Das ist eigentlich krass, dass das schon so lange her ist. Aber ich komme relativ schnell wieder rein in meine ganzen Waffen, die wir gebaut haben. Ich habe zuerst mal schauen müssen, hey, was ist jetzt das nochmal gewesen? Aber wird dem schon. Bei uns kommt gerade ein Gewitter, Katze ist heimgekommen und gleich in den Keller. Ja, es schaut bei uns tatsächlich Richtung Wetterseiten auch ziemlich trüb aus. Also ich vermute mal, dass es das Gewitter, was jetzt bei euch dann kommt, bei uns nachts ankommen wird. Wie gesagt, er meint ab heute Abend oder spätestens ab morgen eigentlich unschön. So. Deswegen habe ich immer noch so ein bisschen Bammel, nicht, dass morgen der Mords das Donnerwetter in München ist und dann deswegen unser Flug irgendwie delayed wird oder so. Keine Ahnung. Wobei es morgen eigentlich völlig wurscht ist, weil der Flieger laut Plan sowieso erst um 3:30 Nachmittag geht. Und ob ich jetzt um 7:30 Nachmittag da hinfliege oder, keine Ahnung, im Worst Case halt erst um 7:30 ist auch wurscht, weil der erste Tag ist in dem Fall eh hin. So und anders. Bei euch kracht es auch schon in der Weiten. Ja, das, wie gesagt, bei uns, es war halt den ganzen Tag unfassbar schwele. Und wie gesagt, mich da jetzt absolut nicht wundern, wenn es jetzt da noch einen sauberen Schäber tut. Ich hoffe nur, dass mein Internet nicht streiken tut, falls ein Gewitter kommt. Aber da hat es tatsächlich, ich klopfe jetzt mal obligatorisch auf Holz, hat es tatsächlich bei mir noch nie Probleme gegeben. Kann aber nicht das von uns sein, das war ein wenig weit. Ja, keine Ahnung, was jetzt. Es schaut halt auf alle Fälle sehr, schau ein wenig schwarz her. Also ziemlich weit hinten am Horizont, so auf die Art. Genau. So. Gut, Freunde, wir werden heute, ihr seht es ja, wir werden heute Bloodborne spielen. Wir werden heute auf alle Fälle uns nochmal im Kathedralenbezirk umschauen, weil wir haben ja vor 2 Streams, glaube ich, ist es gewesen, haben wir die bluthungrige Bestie umgepimmelt. Und da öffnet sich dann eine Tür, sobald man die umpimmelt, und dann kann man nochmal einen weiteren Bezirk erkunden. Das werden wir heute tun. Wir werden heute dann eventuell den verbotenen Wald aufsuchen. Das ist das nächste Main-Gebiet, wo wir hin müssen. Da schalten wir dann auch wieder noch 2 oder 3 optionale Gebiete frei tatsächlich oder können wir freischalten. Und da müssen wir mal schauen. Eventuell machen wir auch wieder so einen Kelch-Dungeon, so wie beim letzten Mal. Das war eigentlich ganz entspannt. Müssen wir mal schauen. Also ich werde heute live sein bis etwa 21 Uhr, also gute 4 Stunden heute, so zum Abschluss vorm Urlaub. Und gleich nochmal der Hinweis, normalerweise haben es alle mitgekriegt, aber ich sag's nochmal dazu, nächste Woche keine Streams. Ja? Von Sonntag bis Sonntag gibt es keinen Stream von mir, weil eben ich im Ausland unterwegs bin. Also es geht dann erst quasi übernächste Woche wieder weiter. Und dann kommt fucking Elden Ring. Also wir kommen heim am 16. und am 21. Das ist der Geburtstag von meinem Bruder und das ist auch gerade der Freitag, wo ich Training habe. Da muss ich noch schauen, wie ich das deichselt. Aber da kommt dann das Elden Ring DLC und das wird ein Marathon-Projekt werden. Also was heißt das? Sowohl Bloodborne als auch die Hardcore-Nuzlocke von Pokémon werden dabei in der Zeit pausiert. Ja, Betonung liegt auf pausiert, nicht beendet, sondern die werden einfach erstmal auf Eis gelegt und dann hat Elden Ring Vorrang. Da werden wir nur Elden Ring streamen, bis dass wir das DLC fertig haben. Und dann geht es ganz normal mit diesen beiden Projekten wieder wie gewohnt weiter. Und der Andi, habe ich die Ehre, grüß dich gut. Kein Strandstream. Eventuell, ohne Kass, ich habe noch nie übers Handy gestreamt. Das ist das erste und das zweite ist, ich weiß nicht, wie das Internet in Griechenland unter das tut, wo wir haben. Die letzten Jahre war das Internet tatsächlich sehr, sehr gut, aber ich kann es eigentlich nicht sagen, wie es da unten ist und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dann
live gehe, mehr, wenn ich eigentlich mit der Frau Bazi Urlaub mache. So, das weiß ich noch nicht so genau. Also bisher habe ich es nie gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass ich es heuer auch nicht mache. Es vielleicht überrasche ich mal ganz spontan an einem Mittwoch kurz eine halbe Stunde oder was. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Und Andi, merci dir für dein 10er Streamstreak. Vielen lieben Dank. Dankeschön für den Support. Da ist auch nicht was gleich. Ja, es sind jetzt 3, glaube ich. 3 Watts müssten es jetzt sein. Das glaube ich ist heute der 4. Bloodborne-Stream, wenn mich nicht alles täuscht. Kann sein. Ich weiß nicht, ich habe nicht Mitzeit. Irgendwie sowas. Sollte da bloß ein Witz sein? Ja, ich weiß. Ich habe aber tatsächlich schon mal überlegt, ob ich das mal mache. Und der Gut zu Fuß grätscht auch noch mit einer 5er Streamstreak einer. Merci dir und habe dir, grüß dich Gott. So, ich glaube, wir haben ein Horse. Haben wir Horse auf Bloodborne? Sollen wir ein bisschen nach Janam schauen? Sollen wir unser Hotel in Janam buchen? Das war auch mal eine Idee, meine ich. Während der Bestienjagd. Das war, glaube ich, genau. Das war, glaube ich, mal eine Idee. So, habe ich ja schon gesagt. Ne? Das muss sein. Eine Pümmel, ja genau. Ich verstehe die Frage nicht. Ehrlich gesagt auch nicht. So. Gut, da warten wir. Stimmt, ich habe bei Bloodborne mein Futzen da in die Mitte überzogen, damit ihr meinen Lebensbalken und meinen Ausdauerbalken ein bisschen studieren könnt, was ich da so fabriziere. Ne? So. Bloodborne it is. Kann sein, dass ich mich dann im Laufe des Streams wieder ein wenig so vierer lehnen muss, wenn es wieder mal ernst wird. Ne? Aber jetzt dabei bleibe ich mal in der Comfort-Position, wenn man so will. Gut, so was ist fit bei dir? Wie schauen wir aus? So, From Software, einer der wenigen Spieleentwickler, da wo du noch problemlos zugelangen kannst, wenn du mich fragst. So, wir fahren fort. Gut. Erstmal orientieren. So, Blitzpapier haben wir noch. Das schaut auch ganz gut aus. Und ansonsten gibt es da jetzt nichts. Okay. So, da können wir jetzt, glaube ich... Blitzpapier können wir jetzt auch übrigens da schon kaufen. Haben wir freigeschalten. Das ist gut für uns. Wir holen uns auch übrigens jetzt noch eine Waffe. Die werden wir als zweite Waffe spielen. Die ist ziemlich gut. Also ich sollte vielleicht dazu sagen, wir hätten, nachdem wir die bluthungrige Bestie gelegt haben, hätten wir die Möglichkeit gehabt, uns unfassbare OP-Waffen zu holen, die man eigentlich regulär erst im New Game Plus kriegt. Das war ein bisschen zu Overkill gewesen, werden wir aber machen, falls ich mal einen Platin-Guide zu Bloodborne machen möchte, dann werden wir das ja so machen, weil der Platin-Guide, wenn ich einen mache, mache ich den ja so, dass er sowohl alle Trophäen abdeckt, als auch, dass das Spiel so einfach und so entspannt wie möglich wird. Und da darf man uns dann natürlich in diesen Kelch verließen, die wo man jetzt theoretisch durch Codes erreichen kann. Also durch Ingame-Codes, also nicht durch Cheat-Codes. Da gibt es ja so IDs, Kelch-IDs, die kannst du jetzt im Endeffekt eingeben und dann kannst du jetzt schon in einen Kelch gehen, da wo du eigentlich erst im End- oder im New Game Plus hinkommst. Und da kannst du halt eben Waffen und Gegenstände holen, die die halt ziemlich OP machen. Zum Beispiel die Begräbnisklinge, wie heißt die verdorbene Begräbnisklinge, glaube ich, heißt die. Da bist du halt dann instant overpowered, wenn du die hast. Also, ja. Aber das da halten wir uns erst einmal ein bisschen bedeckt, was das so geht. Wie gesagt, ich hab eigentlich vor, mir einen Platin-Guide zu Bloodborne zu machen, aber der nächste Platin-Guide, der wo kommt, das ist der Elden Ring. Da werde ich mich im August einmal dran hocken. Und dann möchte ich in Sekiro noch einen machen. Und in Bloodborne möchte ich mal einen machen. Und ja. Aber wo die Zeit? Danach bereits am 40. Geburtstag um 9:30 die erste halbe auf nüchtern Magen und dann zum Weißwurstfrühstück bin ich etwas angeschlagen. Auwetzwack, Mr. Gut zu Fuß. Falls da ein alkoholisierter Powernap kommt, dann wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht. Gell? Du weißt das eh, wie es ist. Ich hab vor, dass ich mir eine PlayStation 5 kaufe vom Urlaubsgeld. Bazi, ich brauche einen Guide für das Spiel. Für Bloodborne.
Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Jetzt passt auf. Wir haben da. Diese Türe hier, die ist zu. Das glaube ich, haben wir uns sogar in dem Stream einmal angeschaut. Die Tür ist zu, bis du die bluthungrige Bestie tötest. Und wenn du die getötet hast, dann geht diese Tür wie von magischer Hand auf. Ne? Und dann können wir uns da weiter umschauen. Und das werden wir jetzt auch da. Den Powernapp hast du schon hinter dir? Ja gut, okay, dann ein herzliches guten Morgen. Anderen bist du gut zu Fuß. Halt's mal. Wisst ihr, was jetzt gerade so ein bisschen der Struggle ist? Ich habe jetzt Monster Hunter Steuerung momentan noch drin. Ich habe jetzt die letzten 2 Tage ein bisschen Monster Hunter gespielt. Jetzt muss ich mich erst wieder ein wenig umgewöhnen, aber das glaube ich, kriegen wir hin. Wir sind jetzt in der Werkstatt der Heilenden Kirche. Gut. Das ist echt schlimm, wenn du das Game spielst und übernimmst automatisch die Steuerung. So, da herunter. Muss jetzt erst einmal wieder schauen, wie das gegangen ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr so genau. Da kann man sich oben droppen lassen, da kommt man dann in einen geheimen Abschnitt sozusagen. Aber jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich wieder aufkomme, weil wir müssen uns nach oben ein bisschen umschauen. Aber da werde ich von da aus nicht mehr hinkommen. Das heißt, wir nehmen einfach... das Zeichen her und dann können wir uns wieder zurückporten. Musst du später das Wuffi vom Nachbarn schnell auslassen? Ja, kein Problem. Ja, ich bin halt länger da. So. Ich bin halt ein bisschen. So ungefähr 4 Stunden werde ich da sein. Ich glaube, das passt. Aber ja, nur für den Fall, also es ist natürlich geil, wenn der PlayStation 5 hast. Kannst, glaube ich, die nächsten Jahre auf alle Fälle nichts falsch machen. Bloodborne gibt es aber auch für PlayStation 4. Aber klar, wenn es dann natürlich eine PlayStation ist, was jetzt natürlich ein wenig ein Blödsinn, wenn es der 4er ist, wenn es 5er schon gibt. Vor allem, weil es die mittlerweile... Vor allem, weil es die ja jetzt relativ einfach wieder kriegst. Das war zu Anfang ein wenig schwieriger. 4 Stunden Bloodborne? Ja. Ich mochte in letzter Zeit ein bisschen wachsen. Ja, die kommt auch schon ein bisschen in die Jahre, ne? Aber für die 4er gibt es das Wi-Fi. Aha, da wachelt der Wind her. Also der Dev Souls quasi. Ja gut, okay, dann ist das Argument natürlich verständlich. So. War da nicht eine Truhe? Oh, hi. Hey, sie haben da was... Es ist... Ohne Scheiß, selbst nach 9 Jahren feiert die den Eingeweideangriff. Ich weiß auch nicht. Kann ich die da oben schirmen, du verunstaltest nicht. Du Arschkeibe. Okay, ich hab ihn mit dem Rollstuhl einfach runtergeschubst. Ich hoffe, das passt. Der Ton passt hoffentlich, oder?
Gut, da geht's auf, passt. Ich muss mich nur noch mal umschauen, weil es nicht mehr so hundertprozentig weiß, was da alles gegeben hat. Der ist was mich total catcht in dem Game. Beispiel rausreißen. Ja, und vor allem, das kannst du eigentlich mit jedem Gegner machen. Nahezu mit jedem Gegner. Also mit den Flugraben, also die Rabenviecher da, mit denen geht's natürlich nicht. Aber irgendwie alles, was mindestens 2 Achsen hat, kannst du mit Eingeweideangriffe von vorn und auch von hinten penetrieren. Also du kannst einmal auch ins Arschloch reingreifen. Das geht natürlich auch. Haben wir, glaube ich, letzten Stream sogar gemacht, wo ich den Budel noch einen Vollidioten da in dem Kelch-Dungeon hinter reingelangt habe. Jetzt müsst ihr wissen, das für... Ah, okay, du nicht. Gut. Da geht's jetzt erstmal nicht weiter zu dieser Tür hier. Oder durch die Tür kommt man in den oberen Kathedralenbezirk. Das ist ein optionales Gebiet. Werden wir uns natürlich alles anschauen. Wir werden Bloodborne komplett mitnehmen. Also wir werden nichts skippen, zumindest nicht bewusst skippen. Den Schlüssel finden wir dann später, sobald wir einen gewissen Boss getötet haben. Dann kommen wir in ein Gebiet. Da waren wir eigentlich schon, aber das verändert sich dann ein bisschen. Und den Schlüssel, den finden wir dann da, dass wir da durchkommen. Und da werden wir uns, wie gesagt, dann später erst umschauen. Das ist eigentlich ein Lecker im Gebiet. Für was wir eigentlich jetzt da haben, oder für was mir wichtig war, dass wir da hergehen, ist in dieser Truhe da drinnen. Und zwar finden wir da drin ein Strahlenschwert-Jägerabzeichen. Und durch dieses Strahlenschwert-Jägerabzeichen können wir uns im Shop ein gewisses Schwert kaufen. Und das Schwert ist diese sekundäre Waffe, die ich dann spielen möchte. Ne? Oder die, wo ich eigentlich immer gespielt habe. Ich habe eigentlich immer das Sägehackbeil und eben dieses besagte Schwert gespielt. Und das habe ich jetzt eigentlich auch vor. Weil das sind eigentlich 2 Waffen, die kannst du bis ans Ende kannst du die benutzen. Das ist alles überhaupt kein Stress. Passt alles gut, finde ich? Sehr schön. So, ich weiß allerdings jetzt nicht, wie viel das die Waffen kostet. Werden wir jetzt außerfinden. Jetzt, wenn wir da einer schauen. Oh, die kostet 20.000, aber die ist uns auf alle Fälle wert. Das ist Ludwigs heilige Klinge. Die skaliert sowohl mit Geschicklichkeit als auch mit Stärke. Überwiegend skaliert sie mit Stärke, sagt man in der Mitte. Recht schön, unten in der Mitte. Und die Waffe ist ziemlich gut. Die ist zum einen sehr, sehr flink, also so wie das Sägehackbeil, und du kannst sie aber zu einer großen Waffe transferieren, da was sie richtig Wumms macht. Deswegen ist das eine sehr, sehr gute Waffe, um gewisse Gegnertypen einfach abzudecken, sozusagen. Ne? So, damit ich mir das aber jetzt leisten kann, brauche ich ein bisschen Blutechos, der man durch die generiert, die wo wir auf Tasche haben. Gut, da können wir was verkaufen, das ist überhaupt kein Thema nicht. Gut. Das ist das Ding. Das ist zum einen ein kleines Schwert. Und zum anderen so ein Brecher. Ziemlich coole Waffen. Und die werden wir natürlich auch gleich aufwerten. Ich nehme jetzt einmal nochmal so ein... Schauen wir mal, ob die 3000 reichen. So, weil Sägehackbeil haben wir ja auf plus 6. Das geht aktuell nicht weiter, weil wir Blutsteinbrocken brauchen. Aber wir können die jetzt natürlich auch noch ein bisschen aufwerten. Jetzt haben wir den nämlich schon mal auf plus 4. Das ist ja auch schon mal was. Gut. Sind wir aber noch nicht fertig. Tatsächlich.
Es geht nämlich noch nach unten weiter. Das Game heißt Stellar Blade, glaube ich, ja. Ich habe mir schon mal angeschaut, aber mir ist es tatsächlich, also zum selber spielen war es mir too much, wahrscheinlich. Also ich glaube, das Spiel Stellar Blade ist das Spiel für ein Sei. Ich weiß nicht. Das ist nur so eine Vermutung. Gut, Sägeaugball ist aktuell nur stärker, aber das ist, glaube ich, das ist auch weiter aufgewärmt. So. Das Sei hat die Aussage gefordert mit Lies of P, wegen die Tode, glaube ich, ne? So, es kann jetzt natürlich sein, dass ich da jetzt ein paar Mal stirb, weil ich nicht mehr genau weiß, wie das gegangen ist. Aber wir werden es auf alle Fälle irgendwie hinbringen. Ah, das war uns zweit. Scheiße. Weil da müssen wir nämlich dann im Endeffekt einer. Kann den gar nicht einschätzen in so Games, aber schätzt mal. Also der Sei ist auch Souls-Spiel-Anfänger. Da ich jetzt nicht sagen, das ist immer, also ich glaube, er hat in Demon's Souls hat er schon mal reingeschnuppert, ich weiß aber nicht, wer weiter gespielt hat. Aber ich darf nicht sagen, dass er es nicht toppen kann. Das kommt immer drauf an. 3 oder 4 Stunden. Ja gut, okay, nein, das kostet nicht 10 im Endeffekt. Das weiß man aber auch nur, wenn man den Sprung schon mal gemacht hat. Ja, ich habe ja damals unfassbar viel Zeit mit dem Game verbracht. Also ich kenne, glaube ich, noch die meisten Wege, die man gehen kann. Aber wie gesagt, da hat es einen Spot gegeben und ich weiß leider nicht mehr, wo der gewesen ist. Aber ich glaube, also irgendwo hat man rein können. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig. Das meine ist. Ah ja, perfekt. Ohne Witz, ich werde nachher, wenn ich dran denke, ich habe mir jetzt in der Nachtschicht ein Lore-Video zu Bloodborne angeschaut und ohne Scheiß, es ist so krass, wie das eigentlich alles verwoben ist, die ganze Handlung. Wenn ich dran denke, werde ich das Video bei mir in Discord verlinken. Für alle, die da mal Interesse haben, die Bloodborne-Lore zum Verstehen. Es ist teilweise echt deep und teilweise auch echt traurig, was für manche Charaktere für Geschichte da dahinter steht. So. Das da war einst die Werkstatt der Jäger und der eine oder andere Sherlock wird jetzt draufkommen, hey, das schaut ja aus wie der Traum des Jägers. Das ist auch im Endeffekt der Traum des Jägers. Nur, dass ursprünglich die Werkstatt der Jäger, da wo halt im Endeffekt, ja, da wo wir halt ausgebildet werden oder die Jäger ausgebildet werden, ist mittlerweile komplett zerstört durch den ganzen Bestienscheiß, ja. Und deswegen hat sich der German mehr oder weniger, ja, unfreiwillig einen Pakt hingegeben, weswegen es jetzt den Traum des Jägers gibt. Aber wie gesagt, das wird in dem Lore-Video viel detaillierter und viel genauer erklärt, wieso und weshalb. Also ich war richtig erstaunt, weil das macht auf einmal so viel Sinn, wenn man das weiß. Oder wie du haben das irgendwie angezeigt oder so. Was anzeigt, die versteckten Wege, die musst du tatsächlich selber finden. Wie zum Beispiel
Das da, 1/3 einer Nabelschnur. Es gibt im gesamten Playthrough 3 Stücke einer Nabelschnur. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie man die Enden triggert, aber ich weiß, dass du, wenn du eins besitzt... Ja, nein, das sag ich jetzt nicht, das spoilert's viel, aber naja. Aber auf alle Fälle gibt's 3 so Stücke einer Nabelschnur. Und du brauchst die, um ein gewisses Ende zum triggern. Es gibt, glaube ich, 4 verschiedene Enden in Bloodborne. 3 oder 4. Wenn mich nicht alles täuscht. Sonst warten sie keine versteckten Wege. Ja, sie klug. Es gibt tatsächlich... Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob es Hidden Walls in Bloodborne gibt. Ich kann es euch nicht mehr sagen, ob es das in Bloodborne gegeben hat. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Ich glaube, Bloodborne ist eines der wenigen Souls-Likes, das keine versteckten Wände hat. Hast du schon alle? Was meinst du jetzt? Sorry, wenn ich jetzt momentan auch ein bisschen lost bin, aber... Ey, chill. Ups, jetzt. Enten, ja. Enten habe ich alle. Mir geht ja im Bloodborne nur noch eine Trophäe ab und die hole ich on-stream. Das ist die Königin Janam töten. Eine verfluchte Nacht. Eine Nacht, an die man sich erinnern wird. Meint ihr nicht? Das Krasse ist halt, man merkt halt, dass Bloodborne sehr stark vom Lovecraft-Universum influenced ist, weil in Janam ist es ja genauso, dass die Einwohner sehr, sehr abweisend zu Fremden haben und das ist im Lovecraft-Universum genauso. Also die dulden da eigentlich keine Fremden nicht. Und später werden wir die eine oder andere Gestalt sehen, die wo einem sehr bekannten Geschöpf aus Lovecrafts Universum ähnelt. Ist das sowas wie Malenia in Elden Ring, also die Königin? Na. Na. Also, der Bloodborne-Boss, der wohl der Malenia am ähnlichsten oder am nächsten kommt, der ist im DLC. Ich hab eigentlich vor, das erste Mal das DLC selbst zu spielen. Und dieser Boss, das ist im Endeffekt der Endboss vom DLC, das ist Quos. Das ist einer der schwersten Bosse im Souls-Genre. Was mir vorher gerade aufgefallen ist, über meine Blutechos gar nicht mitgenommen, aber das war noch gar nicht mehr so fein. Ich denke, das ist fein. Hat es da nicht noch irgendeinen NPC gegeben, den wir in die Kathedrale holen können? Weiß nicht mehr. Möchtest du mit dabei sein, wenn das passiert? Das DLC spielen? Das DLC wird tatsächlich mein First Time. Es wird quasi das erste Mal, dass ich es selber spiele. Ich kenne natürlich die Bosse alle an und für sich aus dem DLC, aber ich habe es selber noch nie gelegt. So, da ist der Shortcut durch den Aufzug. Da gehen wir gleich auf. Erstmal da noch schauen, weil da hat es auch noch irgendwas gegeben. Feuerblutedelstein. Der Feuerblutedelstein verzaubert unsere Waffe zu einer Feuerwaffe.
Ich will das Gefühl nicht los, dass du Vollgas solifiziert bist, Yassi. Wie kommst du auf die Idee? Das Schöne ist ja bei der Yassi jetzt, die hat den Luxus, dass sie jedes Soul-Spiel zum ersten Mal selber entdecken kann. Also, wenn ich mein Gedächtnis für Spiele löschen kann, dann war's zum einen für die Reihe God of War und zum anderen für die Soul-Spiele. Weil die Soul-Spiele allesamt, ob das jetzt ein Dark Souls ist, ein Bloodborne ist, ein Sekiro ist, die sind unfassbar geil gemacht. Und wenn du das erste Mal selber erlebst, dich reinzufuchsen, mit dem Genre vertraut zu werden, das ist einfach, it's different. Ja, okay, mein Kammhamperer lass ich da mal stehen. Gut. Wann Sekiro, wenn du mich meinst, wahrscheinlich noch heuer. Sekiro möchte ich jetzt auch demnächst wieder mal spielen. Ich möchte zum einen einfach mal wieder so spielen und zum anderen möchte ich eigentlich immer noch meinen Platin-Guide dazu machen, weil bei Sekiro ist es das gleiche wie in Bloodborne. Mir geht in Sekiro nur eine einzige Trophäe ab. Und dann habe ich es platiniert. So. Das ist ja jetzt eigentlich der Grund, warum ich jetzt Bloodborne einfach mal auf Casual spiele, damit ich einfach die Platin-Trophäe voll mache. Und bei Sekiro ist im Endeffekt das gleiche. Das werden wir wahrscheinlich genauso handhaben, dass ich Sekiro einfach irgendwann demnächst, ja gut, demnächst wird ein wenig schwierig, weil jetzt Elden Ring dann noch dazwischen grätscht und im August kommt Wukong raus. Aber Sekiro wird in naher Zukunft folgen. So, wir kaufen da jetzt, pass Obacht, mit der wir einen Scheiß bauen. Ja, wir kaufen jetzt da mal, jetzt haben wir Einsicht auf einmal Feuerpapier, das schaut uns auf jeden Fall nicht. Ja, es ist halt wirklich so, Yassi, weil die Spiele einfach alle so geistesgestört gut gemacht haben. Und es ist einfach etwas anderes, wenn du das allererste Mal spielst und vor allem das allererste Mal selber durchspielst dann tatsächlich. Wenn du dann, keine Ahnung, in Lies of P, wenn du einen Endboss legst das erste Mal und du dann das Spiel wirklich durchspielst, das ist einfach ein Gefühl, das hast du beim zweiten und dritten Mal durchspielen nicht mehr. Ich darf auch so gerne mal Soul spielen, aber ich glaube, ich bin Splatter dafür. Mich hat Witcher 3 schon genervt. Probier's einfach, Kathi. Mehr wir sagen, dass, oder mehr wir das sagst, hey, nein, das taugt mir nicht oder das ist nichts für mich, mehr kann ja nicht passieren. Entweder es ist halt so, dass du jetzt sagst, oh nein, es ist wirklich nichts für mich, oder du entwickelst wie Yassi auf einmal einen Ehrgeiz und denkst dir, hey, fuchs mir da jetzt rein und ich mag das Spiel spielen. Weißt du, wenn du halt das zweite erwischt, ja dann GG, dann hast du eine riesengroße Spielereihe vor dir, wo du halt ohne Bedenken spielen kannst, weil der Vorteil, vor allem bei den Souls-Likes, die Steuerung ist immer ähnlich. Es gibt halt ein paar Ableger, wie zum Beispiel von anderen Herstellern dann, die wo zum Beispiel Nioh machen, da ist die Steuerung anders, aber wenn du jetzt ein Dark Souls nimmst, ein Bloodborne nimmst, ein Sekiro nimmst, die haben alle die gleiche Steuerung. Du musst die Steuerung nicht immer neu lernen, weil sie grundsätzlich die gleiche ist. Bis auf ein paar wenige Mechaniken, die wo in jedem Souls-like ein bisschen anders sind, aber ansonsten kannst du alles mitnehmen. Welches darfst du für einen Einstieg empfehlen? Für einen Einstieg entweder Elden Ring, tatsächlich, weil du in Elden Ring den großen Vorteil hast, du kannst die ganz in Ruhe umschauen und dich in Ruhe sogar hochgrinden, wenn's pressiert. Also du kannst die tatsächlich wirklich, ja, du kannst einfach Gegner farmen und die dann hochleveln. Was auch einsteigerfreundlicher ist, da die Song ist, Dark Souls 3 kannst tatsächlich auch ganz gut als Einsteiger zocken. Was er da aber eher empfehlen darf, und das sage ich jetzt nicht, weil ich Werbung machen möchte dafür, aber fang tatsächlich, wenn du wirklich das erste Mal ins Soul-Genre eintauchen möchtest, fang mit, ja gut, das Play, weil du wahrscheinlich keine PlayStation 5 nicht hast. Na okay, dann vergiss das, was ich gesagt habe. Wenn du jetzt eine PlayStation 5 hättest, hätte ich gesagt, fang mit Demon's Souls an, weil da habe ich einen Guide gemacht, wie du das ziemlich easy spielen kannst und da lernst du halt einfach auch die Steuerung kennen. Es ist etwas anders, wenn du halt, ja, klar sagt man natürlich, ja, wenn du so overpowered bist, dann ist ja keine Herausforderung, ja, das stimmt vielleicht, aber du hast viel mehr Ruhe, die Steuerung zum Lernen, das Timing zum Lernen, wie man ausweicht, das Gespür zum Kriegen, wie man einen Gegner lässt und da tust du viel leichter, wenn du einfach einmal 3-4 Hits fressen kannst, ohne dass du nahe am Tod bist, so auf die Art, ne?
Ich hab keine PlayStation 5, aber trotzdem Merci. Dann da die tatsächlich eher sagen, fang mit Elden Ring an. Bin ich ganz ehrlich. Dann da die da fast sogar wahrscheinlich das beste Souls-Spiel überhaupt empfehlen, fang mit Elden Ring an. Tatsächlich. Wovon ich dir abraten würde, ist Bloodborne. Von Sekiro würde ich dir auch tunlichst abraten, mit dem O zum Fanger. Das sind Spiele, da solltest du etwas vertrauter sein mit dem Genre tatsächlich. Aber so, ich würde sagen, Dark Souls 3 oder mit Elden Ring bist du, glaube ich, gut beraten. Muss man Dark Souls chronologisch spielen? Beziehungsweise macht Sinn? Nein, macht überhaupt keinen Sinn. Die Story in Dark Souls ist eigentlich irrelevant. Die Story in Dark Souls, die kannst du eigentlich nur auslesen, indem du gefühlt jedes Item dir durchliest und dir dann deinen Zusammenhang selbst bastelst. Stories in Souls-Likes ist immer relativ, sag ich jetzt mal. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Bei Lies of P hast du ein bisschen mehr einen Fokus auf einer Story, aber im Endeffekt, bei den Souls-Spielern ist es eigentlich immer so, du erwachst, du bist irgendein Sonderling, ob du jetzt ein Befleckter bist oder ein Erglüter oder ein Jäger oder sonst was und du musst halt einfach deinen Auftrag erfüllen. So, du rennst von einer Welt zur anderen, pümmelst Gegner zusammen, die Bosse haben wohl immer irgendeine Geschichte, die sie zu erzählen haben, aber alles in allem ist es eigentlich völlig irrelevant, ob du mit Dark Souls 1, 2 oder 3 anfängst. Das ist wirklich scheißpiepegal an der Stelle. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal in den verbotenen Wald. Jetzt hat sich natürlich dann beim letzten Mal, wo wir einen gewissen Boss gelegt haben, ihr seht es, habe ich glaube ich letztes Mal eh schon angesprochen, damals oder letztes Mal war noch Abenddämmerung, mittlerweile ist die Nacht hereingebrochen und ich habe Ihnen ja verzeiht, gewisse Bosse lassen die Nacht voranschreiten oder verändern die Welt in Bloodborne und da ist jetzt zum Beispiel ein schöner Punkt, wo man sagen kann, inwiefern sie sich verändern kann. Das ist zwar jetzt sehr simpel gehalten. Bei der Abenddämmerung, die Riesen da, die wo sind da hinten seht, bei der Abenddämmerung patrouillieren die gehen rundum. Jetzt ist Nacht hereingebrochen, jetzt schluffern die quasi. Natürlich, wenn ich jetzt hingehe und er mal auf den Zehen haut, dann wird er natürlich schon aktiv, das ist wohl klar. Aber das ist zum Beispiel eine kleine Änderung, da hinten kniert auch einer. Ja? Der hat gerade einen Kopf im Nacken, sozusagen, der chillt jetzt. Ja? Der hat Spätschicht gehabt, Nachtschicht mag er nicht machen, weil die Bezahlung nicht stimmt. Genau. So schaut das aus. Zwar ist tatsächlich das schwarze Schaf in der Souls-Gemeinde tatsächlich, das stimmt. Weil Dark Souls 2... Oh, holy shit, das ist riesengroß. Also ist sau cool, habe ich auch gern gespielt. Gibt's einfach... Wenn du in Dark Souls 2 Gift beherrschst, dann zerpümmelst du alles, was bei 3 nicht am Baum umhockt. Aber Dark Souls 2 ist ein bisschen das schwarze Schaf. Tatsächlich. Hätte ich aber auch Bock irgendwann mal wieder zum Spielen. Zumindest beim Jack FromSoft, der macht gerade einen Trophäen-Run und switcht alle 10 Trophäen des Game und der ist immer voll angepisst, weil er Dark Souls 2 spielt. Ja, es ist leider, ich weiß nicht, warum es genau das schwarze Schaf der Serie ist, aber... Ja. Ich muss jetzt erst schauen, wo es da nochmal hingegangen ist. Ach, dem Himmel sei Dank. Ihr seid ein Jäger, nicht wahr? Wisst ihr vielleicht einen sicheren Ort? Die Nacht ist lang und ich habe nur noch sehr wenig Weihrauch. Bitte, es muss doch irgendwo eine Zuflucht geben. Hammer, Oedon-Kapelle. Danke, Schätzchen. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, mit Sicherheit sogar. Bazi, ich sag schon, du brauchst mehr Zeit zum Streamen. Ja, das mit dem Lottogewinn hat leider nicht so funktioniert, wie man das vorgestellt hat, weil dann hätte sich das Problem nämlich auf einen Schlag erledigt. Ne? Braucht da gerade mehr Lottogewinn gönnen, dann habe ich mehr Zeit zum Streamen. Aber na, that's not how it works. So, Django, du musst mich jetzt da mal durchlassen, das hilft uns nichts. Habe ich dir, merci dir. Ah ja, da ist es weitergegangen, okay. Gut, wir gehen jetzt in den verbotenen Wald. Der hat mit dem Wald vom Harry Potter gar nichts gemein, aber... Naja.
Schön, euch gesund und munter zu sehen. Lasst uns überlegen, worüber wir reden können. Sagt mir einfach, was ihr wissen wollt. Naja, gut, das Ich ist verabschiede. relativ. Gut, da unten ist der verbotene Wald, beziehungsweise das da hinten ist die Hemweg-Knochenstraße. Da waren wir letztes Mal schon, ne? Oder vorletztes Mal, da haben wir die komische Truller da umgepimmelt. Wir haben beim letzten Stream am Ende eine Cutscene gesehen und durch diese Cutscene haben wir Wissen erlangt und dieses Wissen, was wir da erlangt haben, ist die Losung für diese Tür. Achtung vor dem alten Blut. So, das Lustige ist, er bewacht wohl die Tier. Lebendig ist der aber nimmer. Bereits tot. Keine Einhörner dort? Nein. Verbotener Wald. Das Gebiet ist groß. Und in diesem Gebiet gibt es auch einen Main-Boss, den wir machen müssen. Ich weiß auch, wie das erste Mal gespielt hat, ich war so verloren in dem Gebiet, weil ich nicht wusste, wo man hingeht. Hast du mir jetzt merkt, oder was tatsächlich? Zwillingsblutsteinscherben, die sind gut, die brauchen wir nämlich noch, um unsere Waffen aufzuwerten. Also die Schwertwaffen. Wer war das? Erst willst du mich verarschen? Warum komm ich jetzt so nicht auf? Wirft der mit Öluhren umeinander im Wald? Bist du narrisch, oder was? Also rein preistechnisch war Dark Souls 3 attraktiver. Wait! Wart ab, bis Elden Ring DLC kommt. Das kommt am 21. Juni raus. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass da dann Elden Ring vom Preis her ein wenig obergängend. Oh, legt das also dicker. Ich glaube, den will ich jetzt gar nicht. Nein, den will ich jetzt gar nicht mehr, weil erst muss ich die Laterne aktivieren, weil sonst. Na? Es kann natürlich sein, dass, wie gesagt, Elden Ring preislich noch fällt. Und Price Nut Centauren gibt es da drin leider auch nicht. Oder so was leider, eigentlich ist es gut, dass die da drin nicht gibt. So, da ist 1 Laterne, das ist gut für uns. So, jetzt können wir uns den Dicken da hinten theoretisch anschauen, weil wenn ich jetzt stirb, dann komme ich da wieder raus. Ich weiß zwar nicht mehr genau, was da hinten gegeben hat. Aua. Aua, war der mal Kopfnuss gegeben? What the hell? Du Drecksau, du weißt genau, bis dass ich mich heil. Okay, der hat eine fette Range. Ja, Frau Birgit Habitäre, grüß dich gut. Hey, alles gut bei dir? Also wie gesagt, bevor du jetzt Dark Souls 3 kaufst, da die warten bis Elden Ring, bis das DLC kommt. Wie gesagt, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass From Software dann hergeht und sagt, hey Leute, diesen hier. Ja gut, jetzt geh ich aber da auch nicht mehr auf, ganz ehrlich, ist wurscht. So ein Vogel oder was? Dungeons 4 sagt man jetzt gar nichts, tatsächlich.
Ja, muss mir wieder auf Jobsuche. Ja, ich hab's vernommen. Aber das wird ihm schon. Tun Sie sich nicht hinunter. So, das ist eine ganz garstige Stelle. Da meint man jetzt, jawohl, da laufe ich ihm einfach drüber, wird schon nichts passieren. Beziehungsweise da kann ich auch noch aua, drüber laufen. Wie viel hat denn der Schuss jetzt gemacht? Heilige Scheiße. So, und das Problem ist aber dann da, der Holzhaufen da. Wenn ich da drauf laufe, da oben ist nämlich eine Falle. Da stirbt ungefähr jeder, der wo zum ersten Mal Bloodborne spielt. Aua. Garstige, fette Hobbits. Das da sogar passen. Ich habe einen Tennisarm und Kündigung bekommen am ersten Krankheitstag. Ein Tennisarm? Wie hast du denn das angestellt? Der Urlaubsbazi ist heute wieder Bloodborne. Ich merke schon, da geht heute wieder. Sigi, aber der merci für dein Simmer-Streamstreak. Vielen Dank. So, dann meine Schokohausen, ich bin da mal weg. Bazi, guten Flug und schöner Mr. Price, vielen lieben Dank. Ein schöner Samstagabend wünsche ich dir noch. Schön, dass du warst. So. Ich muss mich, wie gesagt, jetzt erst wieder komplett neu orientieren. Das ist nämlich jetzt schon eine ganze Weile her. Ich weiß, dass wir da ein gewisses Item finden, das uns zu einem optionales Gebiet bringt. Vorzeitig. Ne? Oh, leck, Alter. Aha. Aha. Wo denn? So, Schnauze. So lange Geschichte, so viel Akkuschrauberbelastung habe ich seit 3 Monaten schon. Okay. Ja, dann auf dem Wege natürlich gute Besserung. Jetzt kommt dann auch mal einer, also Dreckskeder. Also ich habe ja nichts gegen Hund, aber... Sitz! Hasso. Oder Bello, keine Ahnung, wie man die schimpft. So, weil der Typ, genau, jetzt komme ich nämlich wieder daran erinnern, der Typ da, das ist ein Big Brain, ne? Der steht da dahinter, der campt da und wartet, bis dass ich da vorbeilaufe und dann wirft der nämlich mit Mollys auf uns. Aber da hat er die Rechnung ohne mitgemacht, Freunde der Sonne, weil ich bin ja quasi schon Bloodborne geübt, wenn man so will. Und dem werde ich jetzt ganz gewaltig in die Suppe rotzen. Oh, eine am Popo. Ah, der andere spannt das gar nicht, dass ich ihm da die Corona nicht zementiert habe. Ah, da steht ja noch einer. Ja. Ja, servus, grüß euch, wie schaut's aus? Sehr gut. Mehr Loot, mehr gut. Berg singt das. So. Ja, okay, ich habe ja gesagt, das Gebiet ist fucking riesig. Aha. The only three tools. Oh, das war jetzt ein bisschen blöd betont. Aber habe ich dir, grüß dich Gott. Alles fit bei dir. Ah, jetzt pass auf, da hat es 2 Möglichkeiten gegeben. Zum einen kommt man auf dem Weg in die Josefkas Klinik und zum anderen findet man Mandelstein und zum anderen findet man... Oh, leck, das ist so lang her. Das ist so fucking lang her. Ich muss... Leute, sorry, wenn ich jetzt erst einmal bedacht vorgehen muss, weil ich absolut nicht mehr weiß, wo was zum Finden ist. Es ist... Also ein bisschen dämmern tut's mir noch, aber so 1000%ig wissen tue ich es leider auch nicht mehr. Ah, da meine ich... Ja, genau.
Da krachten wir jetzt oben, dann haben wir in dem Ding drin. Okay, ja gut, wir können eh mehrmals durchgehen, das ist kein Problem. Der Mandelstein, der meine ich, war da hinter. Wenn ich mir alles täuscht. Und da darf ich auch nicht drüber gehen, weil da kracht man gnadenlos ein. Das weiß ich auch noch. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen her, aber... Nichts muss man nicht hier kriegen. Ah, möchtest du zu mir, oder was? Probier's einmal. Aua. Ich darf jetzt auf keinen Fall den Schaden von den Viecher unterschätzen, weil der ist mittlerweile deutlich höher. So, den müsste jetzt irgendwo da oben geben, ein Mandelstein, wenn man nicht alles täuscht. Oder war Schenken wir der Schwiegermutter einen Mandelstein? Ja, den schenken wir der Schwiegermama, genau. Oh, jetzt haben wir Bestienbluttabletten, das ist gut. Ach, die hat es bei dem gegeben, okay, ja gut. Oh, leck, den hab ich gar nicht gesehen. Oh, hi. Ihr behindert sich gegenseitig. Ja, wenigstens kriegen wir einen Haufen Loot, das ist gut für uns. Da glaube ich ist dann weitergegangen. Ich muss leben. Ja, da ist dann weitergegangen. Aber den hat es da irgendwo gegeben, das weiß ich noch. Ah, war der da herum? Das glaube ich kann es sein. Ah, der glaube ich war da herum, der Mandelstein. Ja, der war da herum. Oh, ihr seid ein Bestienjäger, nicht wahr? Wie ruhmreich. Ihr wisst gar nicht, welchen Wert ihr besitzt. Aber dem Himmel sei's geklagt. Die Stunden der Nacht sind lang. Die Zahl der Bestien immens. Eine unendliche, wahrhafte Jagd. Nicht einmal der Tod bietet Trost. Und das Blut verschlingt euch. Ha, ein schreckliches Schicksal. Oh ja. Aber ich bin gewillt, euch einen Gefallen zu tun. Geht rechts an der großen Kathedrale vorbei und sucht nach einer alten, verborgenen Kirche. Die Gabe der Gottheit wird euch Kraft gewähren. Ja, daran habe ich keinen Zweifel. Genau, wir kriegen einen Mandelstein von dem Typen und bei dem Punkt haben wir schon mal gewählt, ich glaube beim ersten oder beim zweiten Stream. Da haben wir rechts an der großen Kathedrale, also da wo wir letztes mit dem Mainboss gelegt haben, ist ja rechts weggegangen und da haben wir dann unten in der Kirche haben wir von so einem komischen Viech gegriffen worden und durch den Mandelstein werden wir zu einem optionalen Punkt portiert, wo wir jetzt dann frühzeitig hin können. Es geht aber nur, wenn man einen Mandelstein hat. So, und da holen wir uns jetzt gleich einen versteckten Pfad. Wir betreiben jetzt gleich ein bisschen Backtracking, wenn man so will, ne? Wir machen das alles schon vorher, also sobald es irgendwie möglich ist. Ist eigentlich erstaunlich, wie viel, dass ich auf 9 Jahre noch weiß. Oder auf 8 Jahre, sagen wir auf 8 Jahre. Seien wir großzügig. So, da ist jetzt ein bisschen eklig, weil das ist ein Giftsumpf. Da will ich es eigentlich vermeiden, dass wir kämpfen. Muss ja auch nicht sein.
jetzt erst einmal schauen, wie es da weitergegangen ist, weil hundertprozentig weiß ich es natürlich nicht mehr. Ups, schon wieder. So, das ist ungefähr die längste Leiter eines Souls-Likes. Ich glaube, es gibt keine längere Leiter nicht wie die. Und ihr werdet erstaunt sein, wo wir da jetzt rauskommen. Am anderen Ende der Map? Ja, so ungefähr, Jassi. Das ist halt. Das ist kein Scheiß, das ist ungefähr so. Freunde der Sonne, gestatten. Ich werde es euch zeigen. Wir sind mal wieder ganz am Anfang. Ganz am Anfang, wo wir mir in Janam oder wo wir mir in Bloodborne Spiele eröffnen. Buchstäblich am anderen Ende der Map. Und das ist halt wieder mein Leveldesign à la FromSoft. Und wir schalten da jetzt mehr oder minder optionalen Pfad frei, wo wir dann nochmal ein Item finden, wo wir wieder zu einem optionalen Gebiet kommen. Und so schließt sich der Kreis. Also so Hirnsauger-Typ-Dingens, Kirchen. Gut. Schon frech, oder? Gut zu Fuß. But wait, there is more. Und zack, Beischel rein. Das gefällt dir, gell? Kurz nach dem Grill hat es Gewitter gegeben. Dann wünsche ich dir auf alle Fälle schon mal einen guten. Und ja, bei uns meldet auch Gewitter tatsächlich. So, Josefkas Klinik, da wo uns im Endeffekt unsere Reise anfängt. Und da haben wir uns jetzt das eine oder andere Item. Genau. Dort können wir jetzt die Tier von der Seite aufmachen. Mondbeschienene Düfte. Oh. Wie habt ihr euch hier eingeschlichen? Das war die falsche Tür. Das glaube ich auf der anderen Seite. Erst einmal die andere Seite machen. So, da haben wir einen gekommen. So, da finden wir jetzt gleich ein Alien. Das war's da mein Klo, ja wahrscheinlich. Und das Item, was da liegt, die Kanehurst-Vorladung, Freunde der Sonne. So, die habe ich eigentlich gemeint. Das habe ich am Anfang, glaube ich, übersehen. Aber das hier
ist das Zimmer, wo wir mir im Endeffekt aufkämmern. Na, Schmarrn, das ist das Zimmer, glaube ich, oder? Warte mal. Na genau. In dem Zimmer startet im Endeffekt unser Abenteuer im Bloodborne. Oh, wir haben 22.312 Blutechos. Das sollten wir vielleicht vorher mal ausgeben. Aber wir haben ja immer noch nicht fertig. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Das werden wir nämlich jetzt gleich alles einmal freischalten. Sofern es irgendwie möglich ist. So, wir können jetzt ihr den kleinen Haarschmuck geben. Den haben wir vorher gefunden in der eigentlichen Jägerwerkstatt, da wo wir uns da runterfallen haben lassen, wo wir die Tiere reinhauen, wenn sie ihn erinnert. Was ist das? Ich erinnere mich nicht. An nichts. Nur, ich fühle eine Sehnsucht. Das Gefühl kenne ich nicht. Was passiert mit mir? Sagt mir, Jäger, kann das Freude sein? Tränenstein. Wir haben außerdem Tränenblut-Edelstein und dann haben wir noch einen Goldanhänger von der Vikarin Amelia. Goldblut-Edelstein. Willkommen daheim, guter Jäger. Was wünscht ihr? Hier begann es und hier endet alles. Enden, ja, das spoilert jetzt nicht. Gut, lasst mich... Gut, was haben wir denn jetzt? Ja, das sind... Oh, so ein Aufstieg. Ja, okay, ist fein. Gut, ich schau mal, ob ich unser Schwert schon weiter upgraden kann. Und dann erzähle ich noch einen kleinen... Ja, tatsächlich, geht sogar einmal. Perfekt. Gut, wir sollten da... Moment einmal, wir sollten da... Wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt weiß ich ja, warum vorher die Waffen weniger Schaden gemacht hat, weil wir haben ja da noch keine Blutedelsteine nicht drin. Genau. Genau, aber jetzt haben wir nämlich bei Ludwigs Heilige Klinge haben wir Grundstärke von 150, also 6 mehr wie beim Sägehackbeil. Gut, das sagt jetzt hier nicht, weil ich die Kamera davor habe. Wir machen jetzt quasi mit dem Schwert insgesamt 310 Schaden und beim Sägehackbeil 307. Also das heißt, die Waffen... Etwas. Die rentiert sich stark. Noch ein kleiner Fun-Fact zu ihr. Oder was heißt Fun-Fact? Das ist eigentlich ein Lore-Fact. Diese Puppe hier ist vom German, also sprich von dem alten Mann da oben, ist die quasi, ja, gebaut, erschaffen worden. Und ihr Aussehen ist einem ganz bestimmten Charakter nachempfunden, der auch im Bloodborne vorkommt. Und zwar, im Endeffekt, ist es so, dass der German einst in eine Frau verliebt war, sie aber von den Gefühlen nichts wusste und diese Frau verstarb. Und diese Frau werden wir im Laufe des Spiels treffen. Zwar nicht, ich sag's euch schon mal vorweg, das wird nicht im Main Game passieren, sondern erst im DLC. Und wenn es dann soweit ist, werden wir mal das Aussehen dieser Puppe und das Aussehen dieses Charakters einmal ganz genau vergleichen. Da wird es feststellen, das ist ein und dieselbe Person. Und da haben wir wieder bei dem Thema, es ist sehr, sehr deep. Also wie gesagt, ich werde das Lore-Video verlinken, dann später im Discord. Dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Es dauert 2 Stunden, aber wenn es einmal irgendwie so Art, wenn ihr gerne Podcasts hört und dort ist ein YouTube eine auf Kopfhörer, wenn ihr nebenbei Haushalt macht, so, das ist wirklich richtig, richtig deep. Gut, so, Freunde der Sonne, wir hören uns jetzt das erste optionale oder das nächste optionale Gebiet, wo wir allerdings noch nicht weitermachen, weil das ist Late Game. Da haben wir noch das K-Sicht dafür. Da brauchen wir noch nicht hingehen. Vom German, also Made in Germany, ja, den German, den schreibt man aber mit H. Also G-E-H-R-M-A-N. Wir haben ja jetzt die Kanehurst-Vorladung gefunden. In Josefkas Klinik. Gerade eben. Ja, servus erst.
Und wenn man mit dieser Vorladung... Aha, du kommst jetzt da angeflogen, weil ich deine Hexen zusammengehauen habe, oder was? Sehr gut. Wenn wir mit dieser Vorladung in der Tasche an einen gewissen Punkt reisen, dann wird eine Cutscene getriggert. Und diese Cutscene triggert man genau hier an dieser Säule. Aufgemerkt. Und in das Gebiet, wo wir jetzt kommen, ist eines der optisch geilsten Gebiete, wo es in From Software Spielen bisher gibt. Meiner Meinung nach. Dann nehmen wir Kutsche fahren. Das ist nicht Transsilvanien und es ist auch nicht Hogwarts. Verlassenes Schloss Kanehurst. Ein Late-Game-Gebiet. Da werden wir erst später herschauen. Ich werde jetzt da nur schauen, dass wir die Laterne aktivieren und dann werden wir uns von da aus wieder verpieseln. Aber so schaut diese ganze Geschichte hier aus. Wie gesagt, optisch eines der geilsten Gebiete und auch vom Feeling her eines der geilsten Gebiete in Soulspire. Also einfach mit der Kulisse da, also so Oberkämmers Riesenschloss mit dem Vollmond, im Schnee. Und da sind richtig garstige Viecher unterwegs. Also glaubt's mir das, wenn wir da jemanden herschauen. Holy shit. Es ist Neuschwanstein. Ja, das kann ja, so viele Augen wie täglich auf Neuschwanstein gerichtet haben, kann man das sogar gut vorstellen. So, gehen wir wieder in den Kathedralenbezirk und holen uns noch das andere optionale Gebiet sozusagen. Wo wir später sowieso hinkommen, aber können wir ja schon vorzeitig alles holen. Und dann gehen wir im verbotenen Wald weiter. Tatsächlich. Ich werde jetzt so natürlich aber nur durchlaufen, ne? So, da waren wir schon mal. Da haben wir die zwei NPC-Jäger zusammengehauen. Und das ist die Kirche, von der er da vorher geredet hat. Der Typ, der uns den Mandelstein gegeben hat. So, mit dem Mandelstein im Gepäck, keine Sorge, die Gegner gehen da nicht einer. Die haben ziemlichen Bäh von der Kirche. Und wenn wir den Mandelstein besitzen,
Müssen wir gerade an die Tier hergehen. Kurz abwarten, bis wir gegriffen werden. Und jetzt schaut sich die Gestalt an. An wen erinnert euch die Gestalt vom Lovecraft-Universum? Habt Erbarmen mit dem armen Kerl. Du willst gerade besser. Cthulhu, ja genau. Und dann landen wir urplötzlich im Unterrichtsgebäude. Und von dem Unterrichtsgebäude aus kommen wir wieder in ein optionales Gebiet, was auch Late Game ist, was auch einen optionalen Mainboss zum Lenken, optionaler Mainboss, ja, sagen wir optionaler Mainboss, der wiederum wenn man legt, einen Kelch-Dungeon, also einen Kelch-Drop, den man braucht, damit man zu dem Boss kommen, den ich noch brauche, um Platin zu erreichen. Also sprich, den Boss werden wir anlegen, früher oder später. Aber erst dann, wenn es soweit ist. Der Tarantelhuber-Spinnensepp, ja, du kannst da Tarantelhuber-Spinnensepp nehmen. Muss gegen den Kämpfer, gegen den König von denen, ja. Also was heißt, müssen nicht. Der Boss ist optional, den musst du nicht machen, aber wir werden ihn machen, ist aber sowieso klar. Und Herbert, Hobbit-Tiere. So, weiter tun wir da, im verbotenen Wald. Leg mir Marsch, heute ist viel erklärbar, meine ich, ha? Aber wie gesagt, der Boss heißt Amygdala, der wo halt ausschaut wie Cthulhu. Das ist ein optionaler Boss. Den kann man machen, muss man aber nicht. Wenn du Platin haben willst, dann musst du ihn machen. Wenn's auf Platin scheißt, dann kannst du auf den Boss scheißen. So, same procedure as every day. Gegner umpimmeln. Oh shit, da haben ja die zwei Hunde. Was ist deine Mission mit deinem Bredel? Was machst du eigentlich? Ja genau, renn ins Lagerfeuer rein, du Knallkopf. Ich bin gerade aus dem Nap des Todes erwacht, noch 3,5 Stunden. Ja, dann willkommen in der realen Welt, Mr. Herbert. Ich hoffe, Sie sind wohl auf. Und schön, dass du bist. Ja, ich mag sowas voll. Das Erklären meinst du jetzt? Ein Erklärbart sie? Ich gebe mein Bestes. Ich weiß zwar nicht mehr so viel wie früher. Also ich glaube, wenn jetzt Bloodborne 1, 2, 3 Mal durchgespendet hat, dann war ich wieder voll drin. Aber wie gesagt, das ist schon so lang her. Aha, da gibt's auch noch Loot, sagst du das da? Wegfressen und der mit dem Bredel möchte Bredeln, ja, oder Nogeln, keine Ahnung. Das kannst du jetzt aussuchen. Er hat ein Bredel vorm Kopf. Er ist das Bredel vorm Kopf. Also ich hoffe, dass wir noch einen Mainboss treffen heute, aber normalerweise ja. Jetzt einfach einmal so und sag ja.
Ich schaue jetzt dir zu, bis ich Hunger habe oder so. Für mich schauen die Spiele im Souls-Spiel alle gleich aus. In gewisser Weise ja, da hast du nicht Unrecht, das stimmt. Aber die meisten spielen sie anders. Oder ein bisschen anders. Die Souls-Spiele haben eigentlich alle düster. So. Aber Bloodborne hebt sie tatsächlich von der Masse ein bisschen ab. Also, finde ich. Oh shit. Das Feuer umbringen sollen, ich hab mir schon gedacht. Okay, das habe ich nicht mehr gewusst, dass die Tür zugeht, tatsächlich. Aha, der hat die Tür zugemacht und dann gehen die Käfige. Ja, okay, ja. Das war tatsächlich. Ja, sagst du das? Wenn man es lange nicht mehr spielt, dann vergisst man sowas. Oh, hi. Da war auch irgendwas. Das hält der Aggression nicht aus. So Alter, habt ihr eine Welpenzucht da irgendwo in dem Wald oder was ist mit euch? Was halt in einem Souls-Spiel viel ausmacht, ist Ruhe. Du darfst, also es ist halt natürlich einfacher gesagt wie dort, ja, sie weiß jetzt wahrscheinlich oder fühlt jetzt gerade total, was ich jetzt sage. Aber wenn du in Souls-Spiele Stress kriegst während einem Kämpfer, dann geht's meistens gnadenlos schief. Du musst in brenzlichen Situationen in Souls-Spiele versuchen, ruhig zu bleiben. Und dann, hallo, warum kann ich den Idioten nicht abvisieren? Ich wollte gerade fragen, ob du in den Kreis laufst oder ein Spiel hängt. Nein, das bin ich, wenn ich quasi einen Chat lese. Also so jetzt zum Beispiel, dann laufe ich im Kreis weiter und laufe. Wenn ich jetzt einfach so blindlings da durch Gegend laufe, dann sage ich erstens einmal nicht, ob ich irgendwo runterfalle. Zweitens einmal sage ich Gegner nicht. Und drittens einmal ist es für mich einfach angenehmer, wenn ich weiß, ich drehe mich jetzt gerade einfach nur auf der Stelle umeinander. Ich kann es natürlich auch so machen, ne? Aber das war ja langweilig. Warum sollte man auch normal sein als Streamer? Ne? Steht da? Tatsächlich. Ach, du bist die Drecksau, die das Deal zugemacht hat, oder? Da schau her. Du kriegst jetzt gleich einen Popo-Angriff. Oder auch nicht. Hast du noch mehr Glück gehabt. Ja, ja, du kannst mir mal fett am Arsch legen, du mit deiner Missgobe. Hat doch gerade irgendwer mit Mollys geworfen, oder? Willst du das DLC spielen? Ja, tatsächlich schon. Ich hätte es vor, es zum ersten Mal zu spielen. Also ich habe ja Bloodborne schon 8 oder 9 Mal durchgespielt. Das letzte Mal ist vor 8 Jahren oder so gewesen, aber das DLC habe ich tatsächlich selbst noch nie gespielt. Aber ich hab's vor. Verdammter Fluch! So, da findet man jetzt nicht ohne Grund Mollys. Jetzt schaut euch mal das Wasser an. Jeder, der schon mal so ein Gewässer in Real Life gesehen hat, das wo so verfärbt ist, weiß, was sich da drinnen befindet, right? Was ist da drin, Freunde der Sonne? Wer kann mir das sagen? Da hat jemand Benzin reingekippt, Mr. Herbert. Herzlichen Glückwunsch, das gibt 100 Punkte. Und was ist Benzin? Richtig entzündlich.
Einfach mal Molly ins Gesicht werfen in einem benzinverseuchten Wasser, dann geht's schon dahin. Meerjungfrau. Ja, fast. Fast, Jassi. So, Popo-Angriff. So satisfying, wenn es ihm entweder die Arschbacken auseinanderreißt oder er einen Zipfel ausreißt. Das ist so satisfying. Ich meine nicht, dass ich es selber möchte, aber... Schimmert so schön? Ja, schimmern tut schon schön, das stimmt. Genau, und jetzt kommen wir da ja hinter dem Endeffekt wieder aus. Da hätten wir quasi, wir haben einmal oben rumgegangen und da hinten, da haben wir vorher Vierer gekommen, wenn ihr euch da noch erinnern könnt. Da wo ich gesagt habe, da ist das Loch, wir haben von der Seite gekommen. Also im Endeffekt führt es eigentlich mehr oder weniger gerade im Kreis, das ganze Gebiet, aber es gibt halt quasi 12 verschiedene Abzweigungen und du musst halt erst mal den richtigen Weg finden. So, und das steht dahinter, glaube ich, war das. Die ist ein bisschen garstig, weil da steht nämlich einer mit einem Maschinengewehr oben, der wo uns gnadenlos verhindern möchte, dass wir da raufkommen. Na, den meine ich nicht. Das ist ein Vollidiot im Endeffekt. Wenn man eine Meerjungfrau grillt, ist das dann quasi Surf and Turf? Ja. Wenn du mir jetzt so fragst, ja. Aber... Wo steht denn der? Ach, da oben. Du bist ein ganz lustiger da mit deiner Buchsen, hä? Aber dein Loot darfst du mir aber trotzdem da lassen, so ist es nicht, gell? Oh, der auch noch jetzt. So, der da hinter... Ja, genau. Was war denn das? Schaut ihm gut aus. Ich weiß jetzt zwar nicht, was da Ring gibt, aber okay. Du dumme Sau. Ihr seid verflucht! Deine Mama ist auch verflucht. Okay, da gibt's dann scheinbar doch nichts mehr. Ich dachte, da gibt's nirgendwo etwas. Aha. LOL, mir hat man da einfach... Ja, okay. Gut. Und der da hinten geht's weiter. Wir sind jetzt neu an Shortcut. Wir werden erst diesen Shortcut aktivieren, bevor wir weitermachen, weil das wird jetzt als Stay, ist nicht ganz so ohne. Das Ding da unten ist nicht einfach irgendein Normalo-Jäger, der wo langsam zu der Bestie wird, sondern der hat mehr drauf. Der ist gefährlich. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, wo es da gegeben hat, aber... Genau, weil der verwandelt sich nämlich.
ist es weitergegangen, Mann, oder? Ja, genau. Wir holen uns erst den Shortcut. Der ist da herum. Indiana Jones wäre stolz, ja. So, weil jetzt können wir nämlich da raus. Tada, am Anfang des verbotenen Waldes. So, und jetzt habe ich 40.000 Blutechos. Die werde ich jetzt mir ausgeben. Tatsächlich. Nein! Wissen da Bescheid. Ey, Puppe! So, das ist jetzt auch lustig. Die kniert nämlich nicht ohne Grund an dem Grabstor. Das werden wir noch erfahren. Willkommen daheim, was wünscht. Nun gut, lasst mich. Wir brauchen ein wenig mehr. Ein wenig mehr Damage, würde ich sagen. Mit der Einsicht ein wenig Oberbringen. Na gut, dann machen wir weiter. In der Mühle, wo wir da gerade drinnen waren, da gibt es nämlich einen NPC zum Finden. Den könnten wir auch in die Oedon-Kapelle schicken, aber der tötet nach und nach jeden NPC, der da drinnen ist. Der verwandelt sich nämlich und das werden wir jetzt irgendwie versuchen zum Handeln. Oh, wer bist denn du? Ach, bei dir kommt man ins DLC, glaube ich, right? Ah, ein neues Gesicht, nicht wahr? Und ein fähiger Jäger, wie es scheint. Ich bin Walter, Meister der Liga. Mitglieder der Liga reinigen die Straßen von allem Schmutz, der durch die Jagd aufgewühlt wird. Wie es jeder halbwegs anständige Jäger tun sollte. Nicht wahr? Habt ihr nicht genug gesehen von diesen elenden Bestien, sonderbaren Schnecken und verrückten Ärzten? Verurteilt die Monster zum Tode. Mit der Hilfe eurer Liga-Eidgenossen. Was sagt ihr? Wollt ihr der Liga beitreten? Boah, leck, was war denn das Name? Keine Ahnung. Ich hab keinen blassen Dunst mehr, was das gewesen ist. Ja, ich nehme aber, ihr seid ein Jäger, das in einer Nacht... Ich glaube, der bleibt da. Ich bin mir nicht sicher, ob man über den ins DLC kommt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Möglich. Yuyu Sano. Habe ich dir, grüß dich Gott. Wie geht's dir? Ich liebe das Vieh, besonders in den Dungeons. Ja. Wie garstig Idee ist. Der belästigt uns erstmal nimmer. Wir sind mal im Lurk, aber schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Birgit, vielen lieben Dank und schön, dass man die mal wieder gelesen hat. Schön, dass du da gewesen bist. Oder da gewesen hat's, beide. Freut mich. So, jetzt muss ich mal luren, wo das gewesen ist. Weiß ich nämlich auch nicht mehr so genau. Aha, das heißt quasi, du wirst getriggert, wenn...
ziemlich garstig, das Viech. So, da unten sind den Aufzug eingegangen. Ich muss jetzt erst mal, Moment, ich muss erst mal wieder schauen, wo das gewesen ist. Ich weiß nämlich, wie gesagt, nicht mehr hundertprozentig genau. Aber ich glaube, da hat man umbalancieren müssen. Ach, das war da oben, genau. Ja, richtig. Man hat im Traum ein Item für Stilsieg gekriegt. Ich weiß gar nicht, warte mal, Schmarrn, ich kann noch gar nicht den Stilsieg kennen, weil ich es noch nicht erworben habe. Das war jetzt ein bisschen Brain AFK meinerseits. Ach, da ist einer gegangen, lol. Warte mal, wo ist denn... Da ist man doch irgendwie umgekommen, right? Oder war das über den Weg? Ja, das kann natürlich sein. Jetzt pass auf, Wacht. Ah, ja genau, so ist es gewesen. Gut, dass die alle so viel Blutviolen droppen. Ja, genau, da ist es gewesen. Da gibt es auch noch ein Item, das hören wir uns nachher. Den kann man aber ganz gut cheesen tatsächlich. So, jetzt passt's auf. Das habe ich am Anfang natürlich auch nicht gewusst, obwohl es eigentlich klassisch ist für jedes Souls-like. Da liegen 2 Leichen, eine davon wahrscheinlich eine Nonne und er Blut verschmiert und passt selber auf. Wow! Verflucht. Erschreckt mich nicht so. In einer Nacht wie dieser. Ich habe euch für ein Monster gehalten. Oh, den Stern sei Dank hier. Er wirkt recht normal. Habt ihr diese schreckliche Bestie erledigt? Oh, ich hatte solche Angst davor. Ich stand da wie festgenagelt. Und dann seid ihr gekommen. Tja, wenn ihr ein Jäger seid, dann... Kennt ihr vielleicht einen Zufluchtsort? Wenn ihr den jetzt in die Oedon-Kapelle schickt, dann passiert grundsätzlich erstmal nichts, aber mit der Zeit tötet der jeden NPC, der sich in dieser Kapelle befindet. Also in der wir Informationen zurückhalten. Na klar, natürlich. Ich hätte es wissen sollen. Hier bricht alles zusammen mal wieder. Das ist der Fluch von Yharnam. Und das Ding ist, also der futtert gerade das Kind da auf. Und den kann man eigentlich ganz gut cheesen. Ich sage gar wie. Weil der ist tatsächlich gar nicht einmal so ohne. Wir können den jetzt noch nicht avisieren. Und dann wieder zu einer Bestie. Dann geben wir einfach da einer. So, jetzt müsste man nur irgendwo avisieren müssen. Oder China. Ja, dann geht man so ein bisschen zurück. Und dann wirft man Giftmesser aufwärmen. So, und dann warten wir ein bisschen ab, weil jetzt tickt nämlich das Gift einfach runter, ne? Seht ihr das? Der kann eigentlich da drin nichts tun. Man kann theoretisch noch mit Mollys ein bisschen nachhelfen, mit Ölurnen, wenn man grob flüssig ist.
Und das Design von dem ist extrem geil, ja, das stimmt tatsächlich. Oh. Aber... Muss man ein bisschen abwarten. Ja, so macht man den. Kriegt man da eine Rune. Genau. Ja, gut, Leben, der hält verdammt viel aus. Deswegen sorge ich jetzt einfach einmal die einfachste Methode, um den einfach zu cheesen. Ist ein bisschen lame, ja. Natürlich, aber warum sollte man es denn schwerer machen, wenn es einfacher geht? Ne? Glaube, ist irgendwo verständlich. Gut, dann können wir uns jetzt da hinten noch das Item holen. Und dann können wir weitergehen. Dann haben wir erstmal alles erledigt. Soweit. Jetzt sind wir im Endeffekt im zweiten Teil vom verbotenen Wald angekommen. Von da aus wir dann im Endeffekt zum Boss kommen. Aber das ist halt auch wieder relativ verzweigt. Also in Ruhe umschauen. Au! Au! Scheiß Slytherins. Für alle, die waren Schlangenphobie leiden, ist der Wald Hölle, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, die gibt es sogar in XXL. Aber Angabe jetzt mal ohne Gewehr, weil ich es nicht mehr hundertprozentig weiß. Entschuldigung. Danke dir, Jassi. Aua. Aua. Ich nehme halt einfach jeden Gegner mit, ne?
Ja, servus erst. Warte mal, du wirst doch lebendig, oder? Tatsächlich nicht. Ah, fuck! Da hat es doch noch irgendwo so eine Art Anwesen gegeben, wenn mich nicht alles täuscht. Kann aber auch woanders gewesen sein. So, ist da ein Harry Potter reingepasst? Aha, ja, ja, da ist die XXL-Version, okay. Nervst mich mit deinem... Ja, aber Spinnen, also... Spinnen haben die ja auch in Bloodborne, ne? Später zumindest. Weil wir finden richtig viel Zwillingsblutsteinscherben, das ist richtig gut für uns. Milos, danke dir für dein Following. Grüß dich, alles gut bei dir. Willkommen, willkommen. Ja, du möchtest mal schauen. Irgendwas kreucht da noch. Ach, das ist die Riesenschlange da oben. Warte mal. Sollen wir die sollen wir noch umpimmeln? Ey, yo, was geht ab? Die hat Schlangenfutter wahrscheinlich gleich. Au, jetzt hör wieder mal auf. Jetzt hockt ihr wieder so, mein Gott, nein. Das ist nicht so schlimm, oder? Alles gut und bei dir? Das freut mich. Bei mir soweit auch alles gut. Wir machen eine entspannte Bloodborne-Session heute. Wir haben jetzt, glaube ich, dann schön langsam beim nächsten Main-Boss. Aber sonst alles gut. Ich habe Urlaub. Ich fliege mal nach Griechenland. Ich spiele Bloodborne. Kommuniziere mit der geilsten Community ever. Kann schlimmer sein. Sowas aus 3D-Film. Ohne Scheiß, gibt's mal ein Bloodborne Remaster oder ein Switch oder ein Bloodborne Port auf PC. Ich bin sowas von in. Sag oder wisst ihr's?
war gemein. Ich höre irgendwo ein dickes Fackel umeinander, ne? Ich hab schon sau viel Blutechos jetzt, ne? Uncool. Oh, das war risky. Ja, da läuft irgendwo Schweinshaxen umeinander. Ich glaube da oben. Da oben zu, glaube ich, ist Richtung Boss gegangen. Ach, ich bin vergiftet. Ich denke mir schon, warum. Gut, Blitzpapier brauche ich jetzt eigentlich noch nicht. Okay, wo? Ah ja. Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Das Gebiet ist halt relativ verzweigt. Es gibt so viele Abzweigungen, wo du noch lang gehen kannst. Was aber rein optional ist, tatsächlich. Von da haben wir hergekommen, oder? Ja, von da haben wir hergekommen. Bin mir nicht mehr sicher, wo es lang gegangen ist zum Bossareal. Ich hab mir das genau gedacht, das passiert. Ich hätte einfach weiterlaufen sollen. Das war jetzt. Das war dumm. Das war doof. Das hätte ich jetzt nicht da dürfen. Und sei, habe ich dir, grüß dich gut. Kurz ins Lurk, hallo, seit Streambeginn. Braver Chat, brave Community weitermachen. Sei merci wieder 5er Streamstreak. Vielen lieben Dank. Ja, okay. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den Weg zum Boss noch finde. Das ist der ist gar nicht so kompliziert eigentlich. Das Problem ist, wir haben jetzt 30.000 Blutechos flöten gegangen, ne? Das ist schon eine Menge.
Wo geht's oben? Gut, die ganzen Gegner mache ich jetzt natürlich nicht mehr, ne? Das ist hoffentlich klar. Jetzt einfach mal schön durchfetzen. Servus. Red Blue Echos, ja, definitiv. Wenn es geht, mag ich die wieder haben. Wenn es nicht zwei Umstände macht. Erst lass mir die sauber mit durchwandern. Oder auch nicht. Ah ja, du fischst mir einfach aus der Luft perfekt. Dumme Sau. Okay. Also, nochmal. Bei meinem Glück haben jetzt meine Blutechos irgendein Gegner gefressen, der wo ziemlich OP ist. Ah, im neuen Molly. Was jetzt? Das einzige Schnitzel, was Gegenwert sagt. Yes. Ja, natürlich hat der meine Blutechos, ist klar. Okay, wenigstens einer von denen ist gegrillt. Weil der Arkan macht so viel Schaden, das ist so geistesgestört. Ach du Kacke. Okay, da geht's. Schauen wir nicht zum Boss. Sehr gut. Ich muss jetzt erstmal nur. Ich möchte jetzt einfach nur schon mal außerfinden, wo ich in die Boss-Arena komme. Und bevor ich in die Boss-Arena gehe, gehe ich nochmal in den Traum des Jägers, gib meine Echos aus und dann machen wir einen Boss. Weil ganz ehrlich, mit 41.000 Blutechos gehe ich da nicht rein. Brudi, sag dir, wie es ist, habe ich keine Lust. Aber wie gesagt, ich muss jetzt erst einmal das Bossareal finden. Das ist jetzt, glaube ich, gerade die größte Herausforderung für mich. Aber ich glaube, ich habe es gefunden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ah, da steht wieder der See hier umeinander. Ja, perfekt. Oder, nee, nein, da ist nur der Aufzug. Aber gut, den Aufzug können wir ja mal aktivieren. Da können wir quasi bei der Mühle wieder raus. Bossfight! Ja, das ist hyped. Ich weiß ja auch, aber ich finde halt einfach die scheiß Arena nicht.
Okay, die muss aber dann da irgendwo gewesen sein. Das gibt's gar nicht anders. Von da oben bin ich gekommen. Da war der Gegner, der Weg zum Boss, ja. Ah, da unten, meine. Kannst du bitte umdrehen? Maybe? Nicht, okay. Oh, dass du jetzt wieder angreißt, oder? Da mit deinen Gichtfinger. Ach, weil du mich schon bemerkt hast. Ja, okay. Greiner Norschei, du dumme Sau. Ja, das da unten ist die Boss-Arena, aber wie komme ich da hin, verdammte Scheiße? Oh, oh, Freunde, ich glaube, ich hab's. Freunde, ich glaube, ich hab's. Yes, okay, da ist Boss-Arena. Passt. So, wie kommt man da jetzt hin? Da ist die Boss-Arena. Da muss ja irgendein simpler Weg geben. Das gibt's ja gar nicht anders. Aha, da ist irgendeine so eine Kathedrale oder was das ist. Also eine Kirche, keine Ahnung. Rechtsläufige Metamorphose, okay. Nein, du gibst jetzt einmal Ruhe. War nicht. Ja, okay, ich weiß zumindest jetzt, wie ich da hinkomme. Das ist schon mal viel wert. Gut. Seelen ausgeben, Waffen aufwerten, Runen einsetzen, gegebenenfalls Edelsteine einsetzen, zurückkehren, Boss zusammenhauen. That's the mission. Ja, es sind 3 Aufstiege, haben und nicht haben. Hat sich schon rentiert. Gut, die ist auf plus 6, das passt. Da haben wir aber nichts, was besser ist aktuell und da auch nicht, glaube ich, oder? Nö. Okay. Gut, jetzt setzen wir auf alle Fälle einmal ein paar erhöhte GP, das ist einmal gut. Da haben wir noch nichts. Erhöht die Ausdauer, das war natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? Perfekt. Aber da können wir einer durch. Jetzt haben wir erhöhte Ausdauer, erhöhte GP. Physische Schadensreduktion hört sich ja jetzt auch mal nicht so schlecht an.
höherer Blutviolen Maximalwert, das hört sich nur besser an. Okay. Jetzt können wir mehr Blutviolen mitnehmen. Gut, dann ist jetzt tatsächlich langsam Zeit für einen Boss. Wer hat Bock? Bock auf Boss. Ein Bossbock. So. Boah, heilige Scheiße, das Gebiet hat sich aber dann ganz schön gezogen. Hey, lebt mir am Arsch. Was ist das überhaupt? Was sind wir? Alter, noch nix hin. Wahrscheinlich gibt es da einen viel simpleren Weg, als mit den, die ich da gerade gehe, aber wenn man es halt nicht mehr weiß, ne? Ah! Ist man dann da oben, dann da rechts. Hey yo, what's up, Pick? Gut, Zeit für den Bus. Oh, Scheiße. The fuck?
Weil der nervt mich nicht mit deiner Schlangenhand, ehrlich. Oh, komm, fuck off. Ah, scheiß Grabstor. War schon längst hier. Ah, nerv mich nicht. Geht doch. So, jetzt ist er da hinten fällig. Easy. Bisschen holprig, aber ganz okay. Erinnert mich stark an die Karnickel bei Lies P. Ja, es hat was davon. Okay. Willkommen daheim. Was wünscht? Nun gut, lasst mich. Schön, schön. Ja, ein bisschen holprig war es nur, aber es ist gegangen. Es ist gegangen. Wenn er den anderen Typen da mit seiner scheiß Laterne, der wo ständig das Feuer gecastet hat, wenn ich den schneller besiegt hätte, dann war es deutlich einfacher gegangen tatsächlich. Na, normal ist so die Herangehensweise bei dem Boss, du machst erst den Weg, der wo... also eigentlich der mit seinem Katana und den einen, der wo mit seiner Laterne ständig Feuer castet, die zwei bringst du relativ gleichzeitig runter. Dann haust du erst den zusammen mit den Flammen, glaube ich. Das habe ich versehentlich verkehrt gemacht. Wobei, na, hat schon gestimmt. Erst haust du den mit den Flammen dann zusammen, dann haust du kurz darauf den mit dem Katana zusammen und der letzte, da gab es dann quasi noch eine dritte Phase, da wuchs dann ein riesengroßer Schlangenkopf aus seinem Kopf. Aber wenn der dann allein ist, dann brauchst du im Endeffekt nur einmal hinhauen, dann weicht er aus, haust wieder hin, weicht wieder aus und so weiter und so fort. Da geht's eigentlich relativ simpel. Gut. Hat sich aber gezogen, das Gebiet tatsächlich. Ziemlich sogar. Na gut, dass wir es überstanden haben. Und da wartet jetzt eine neue Gegnerart.
Wir sind jetzt an der Bergenworth Akademie. Und da gibt's, also quasi in der Akademie per se drinnen, kommst du auch zu dem nächsten Mainboss, der dann die komplette Welt nochmal verändert. Das heißt, den werden wir noch nicht sofort machen. Ich weiß nicht, ob man heute überhaupt noch machen. Wir werden uns erstmal woanders ein bisschen umschauen. Vermute jetzt mal, vielleicht machen wir da noch einmal so einen Kelch-Dungeon. Das kann man tatsächlich eigentlich auch machen. Da war doch gerade noch einer, oder? Da ist doch gerade noch einer rumgerannt. Da ist's mir? Ach, da oben! Ah, und das ist so ein Hirnsauger, okay. Schön. Schöner Ausblick auf den Mond. Ah, fuck. Maul! Ah, das ist... Okay, ich hab nicht mehr im Kopf gehabt, dass der 2 macht. Weil da hinten war eigentlich ein Shortcut gewesen, aber okay. Happens. Ja, dann gehen wir halt nochmal erst. Was ist? Wie, was ist? Hä, was war denn das? Ja, da kostet er Laufwege, ganz ehrlich. Ah, da liegen, dankenswerterweise liegen da meine Blumen. Das ist gut für mich. Aber wo ist denn das andere Viech jetzt hergekommen? Es muss ja da irgendwo sitzen, oder? Weil das ist doch von da oben runtergekommen. Aha. Denk nicht einmal drauf. Gut. Wieder erst einmal den Shortcut auf. So, da geht's in die Akademie rein. Also du kommst mir noch, ja gut. Oh. Was für dicke Steine! Wollt nur mal anmerken,
Der Mond ist schee. Danke für deine 100 Bits. Ja, schön, extra für deine 100 Bits. Wenn jetzt er da hinten nicht wieder daherzaubert, da. So, schön. Jetzt geht uns gerade noch der Werwolf ab. Schönes Gebiet. So, aber Achtung, warte mal. Wenn du einen Screenshot machen möchtest, jetzt hast du die Chance dazu. Ja gut, nein, vergib, weil, Moment, weil ich mein Legend da drin hänge, aber das ist eher unzauberhaft. So, jetzt. Jetzt hast du theoretisch die Chance, einen Screenshot zu machen. Kannst du dann auch sagen, das hast du gespielt. So. Gut, gehen wir weiter. Also ich kann mich erinnern, dass da drin noch irgendein NPC war, der uns angegriffen hat tatsächlich. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt schon da ist oder ob der später erst kommt. Aber ich glaube, der ist jetzt schon da. Ja, weil man schon hört. Da geht er. Und schon merkt, okay. Und ja, die hält Feuer aus. Oh oh. Oh fuck. Ja, okay, RIP. Nix damit fremden. Ehrenwert. Ja, ich bin schon gespannt. Also wenn du dir wirklich eine Playstation holst, und freue mich schon drauf, wenn du Bloodborne spielst. Ist halt aber auch wirklich ein geiles Soul-Spiel, kann man nichts sagen. So, das Gute ist, jetzt halt ein Shortcut. Ach, die sagt meine Blu-ray gar nicht, das ist gut für mich. Wow, what the hell? Was hat man... Das weiß ja der, dass die schon mitgemacht hat. Dass sie so einen Tentakelangriff kann, finde ich nicht gut. Alter, was ist denn das? Weihwasser oder was? Na, das brauche ich nicht. Die scheiß Treppen. Die kostet mir einen Haufen Blut aus, die Frau. Oh, nerv!
Ich stelle mich aber gerade erst auch wieder. Was wir jetzt desinfizieren oder was? Da stirb jetzt, dumme Sau, du ehrlich, du bist ja schlimmer wie jeder Mainboss. Oh. Ja, das stimmt wirklich. Die hat echt was von einem Boss. Aber das Gute ist, die kommt nur einmal. Also wenn die Arme getötet hast, dann kommt die nicht mehr. Gott sei Dank. Imagine, die jetzt mal kommen, wenn du einer gehst, so kriegst du einen Vogel. Lunarium-Schlüssel, den brauchen wir jetzt dann gleich. Oh, hi. Deine Mama, Alter. Leere Druckbildhülle. Ja. Gut. Easy. Ja gut, okay, so easy war es nicht, aber... Aber jetzt habe ich die. Grüß dich gut. Alles fit bei dir. So, den Lunarium-Schlüssel brauchen wir nämlich, um da außen zu kommen. Und hier sitzt... Willem, glaube ich, heißt der. Der Chef dieser Akademie, der das alte Blut erforscht hat. Und der zeigt da Viere. Wenn wir da Viere gängen und uns da runterfallen lassen, kommen wir zum nächsten Mainboss, der eben den Fortschritt der Nacht weitertreibt. Ja, der wo uns dann quasi mehr oder weniger, ja, sozusagen ins Endgame bringt. Schön Start. Also in die Endgame-Phase sozusagen. Es ist dann nicht, deswegen Spiel noch nicht vorbei, um Gottes Willen, da kommt schon noch einiges, aber der treibt halt die ganze Story dann nochmal um einiges voran. Also den werden wir jetzt noch nicht machen. Is this your first run? No. Already done 7 or 8 in the past. It's the first time since 8 years. Gut, perfekt. Gut, jetzt ist halt nur die Frage, wo wir dann erstmal weiter dann. Nun gut, lasst mich. Fällt dir Englisch auch leichter als Hochdeutsch? Oh ja. Möget ihr. Deutlich leichter. Ich sprich lieber Englisch, bevor ich Hochdeutsch sprich. Sag dir, wie es ist. Das ist eine Tatsache. Okay, jetzt pass Obacht. Wir haben jetzt Bergenwurf. Okay, da kann man die Spinne rum, dann theoretisch. Da haben wir alles. Ah, warte mal, da gibt es selbst, wo wir letztes Mal noch gar nicht nachgeschaut haben.
Kommt mir sich nicht so blöd vor, ja, hundertprozentig. Ich weiß nicht, ich und Hochdeutsch, Hochdeutsch war eigentlich die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, tatsächlich. So. Also ich sprich tatsächlich lieber Englisch als wir. Bin nämlich da nicht mehr ein Stockwerk tiefer gegangen, da geht es nämlich noch ans Ober, da haben wir letztes Mal gar nicht mehr nachgeschaut. Oder? Wait. Ja, das, genau. Vorlesen ist überhaupt kein Problem. Aber Sprecher kein Meter nicht. Also wenn ich es vermeiden kann, dann auf jeden Fall. Gut, jetzt pass auf. Ja gut, wir haben dann, glaube ich, eigentlich alles soweit. Oh lol, die droppen Blitzpapier. Sekunde. Brainstorming. Wir haben da, glaube ich, alles gemacht. Wir waren in Altjarnam, haben wir alles gemacht. Da haben wir Dunkelpestiapal, die ist weg. Die 3 Bosse oben an der Kathedrale haben wir gemacht. Das passt also auch. Zentrum von Janam haben wir auch. Das ist also auch fein. Temwe Knochenstraße haben wir, einen verbotenen Wald haben wir, Börgenwerf kann man jetzt. In Yahagul waren wir. Canehurst ist noch ein bisschen OP, da sollte man jetzt noch nicht hin. Unterrichtsgebäude, gut, Albtraumfront gab es theoretisch noch, aber da sollte man eigentlich auch noch nicht hin, wenn du mich fragst. Das heißt, ja gut, okay, dann war es tatsächlich so, dass das nächste, was wir machen, tatsächlich schon der Mainboss in Börgenwerf ist. Weil sonst haben wir nun mal alles. Die optionaler können wir später machen. Beziehungsweise das sollte man auch später machen, weil die halt stärker haben. Aber ansonsten kann man tatsächlich heute rumlegen, wenn es möglich ist. Irgendwie. Und weil ich auch habe, der Reoni sitzt da und switcht beim Streamen ständig zwischen Borisch und Hochdeutsch hin und her, weil ich mir unsicher bin, was gescheiter ist. Sagen wir es mal so, das, was mit dem du dich am besten fühlst. Romlegen, ja, Rom ist ein Boss in Bloodborne. Aber ich darf jetzt vorschlagen, wir machen mal so einen Kelch-Dungeon, oder? Wie spät ist denn jetzt? Halb 8. Wir haben jetzt den Tumero Wurzelkelch und den Tumero Zentralkelch. Also geht mir Ritualblut einmal ab, aber das ist wurscht, das kann ich mir holen. Das kann ich nicht kaufen. Ich glaube, das ist eine Idee. Ich glaube, es ist eine Idee, wenn man... Alter, 2.500 kostet, das möchtest du mich verarschen oder was? Weil ich glaube, den Wurzelkelch müssen wir auch machen, damit ich noch zu der Janam-Königin komme. Ich glaube, der Wurzelkelch, ein Istkelch, den kriegen wir von... Ich glaube, von der Amygdala. Einen finden wir noch und dann müssen wir noch irgendwie einen, glaube ich, mit einem Item verstärken. Irgendwie so war das. Warum muss gehen jetzt wieder ab? Hä? Bin ich jetzt blöd? Das habe ich doch gekauft, oder? Oh, es gab ja übrigens Rüstung. Interesting. Ah, jetzt mag er, okay.
Gut, also ich schaue, dass sich das jetzt innerhalb der nächsten 1,5 Stunden nur ausgeht, dass wir jetzt den Kelch-Dungeon machen und dann noch rumlängern. Ich garantiere aber nicht, jetzt einmal für nichts. Aber ich sag's euch, wie es ist, Freunde. Ich mache jetzt schnell kurz 2-3 Minuten Pause. Ich muss aufs Klo. Ich brauche was zum Trinken. Ich muss noch kurz zur Frau Bazi aufschauen und mich erkundigen, wie es im Pferd geht. Das heißt, ich schicke ihn jetzt einmal ganz kurz in die Pause. Ihr könnt euch dabei was zum Trinken holen oder zum Knabbern. Also wir machen auf alle Fälle noch ein bisschen weiter. Also bis 9 möchte ich schon machen. Und dann schauen wir uns an, was der Kelch-Dungeon da auf uns, für uns vorbereitet hat, okay? Ist es ein Deal? Ich glaube schon. Vor allem, ich kann mir dann meinen Arsch einmal ein bisschen vertreten. Holy shit. Haben wir zwar noch nicht allzu viel gesehen heute, aber schauen wir mal, ob wir noch irgendwie was, ob wir das noch irgendwie ausreißen können. Also ungefähr 3-4 Minuten, dann bin ich wieder da, okay? Ich lasse euch dabei ein bisschen eine Musik laufen. Bis gleich.
So. Mal weiter da, Mann, oder? Das müssen wir schon kurz noch lesen. Dialekt schreiben tue ich generell nur bei Bazi, glaube ich. Und Mike, bei dir gar nicht so viel. Dein Mucke chillt auch viel, passend zur Szenerie. Achso, jetzt gerade wegen dem Szenenübergang. Also Dialekt schreiben tue ich eigentlich bei jedem aus der Bubble. Außer, gut, der Dev, bei dem ist was anderes, aber der hat ja auch keine bayerische Community nicht so. Da schreibe ich eigentlich meistens schon Hochdeutsch. Aber so eigentlich bei jedem aus der Bubble, der wo mich kennt. Und da wo ich weiß, der wo er bayerisch lesen kann, da schreibe ich eigentlich schon bayerisch. So. Kann gar bayerisch schreiben, deshalb lasse ich es auch. In der Schule wollten sie mir das bayerisch austreiben bei einem Referat, hat 2 Sätze gehalten und dann bin ich wieder ins Bayerische gekommen. Ja, das ist so eine Sache, das war bei mir beim Diktatschreiben auch so, weil du schreibst ja im Deutschen Schnitzel, also schreibst da mit EL hinten und ich hab's ganz am Anfang, wie wir halt Deutsch gelernt haben in der Schule, habe ich halt das so geschrieben, wie man es gesprochen hat und das war halt falsch. Und dann haben sie quasi, ich hab die Trennung zwischen bayerisch reden und zwischen bayerisch reden und Hochdeutsch schreiben gut hingebracht tatsächlich. Aber das sind halt manchmal so eine Wörter, die du sprichst es im Bayerisch eigentlich aus wie im Hochdeutschen, eben wie zum Beispiel eben das Schnitzel, aber es wird halt anders geschrieben. Gut, ich sage schon, das wird wieder eine sehr verzweigte Geschichte da jetzt. Jassi, hast du eigentlich die Wort, also da wo ich im letzten Mal bei so einem Kelch-Dungeon, warst du das schon gesehen in der Wort? Normalerweise ja, oder? Weil das war eigentlich ein Großteil der Wort, tatsächlich. Schau, oder? Okay, ja, passt. Gibt's jetzt wieder 2 Wege. Ja gut, dann schauen wir uns aber erst da hinten um. Da geht's einer. Okay. Gut. Das ist halt das Geile bei den Kelch-Dungeons. Das ist eigentlich, also später vor allem, ist das absolutes Late-Game-Gebiet. Also da kannst du halt so richtig krasse Gegenstände formen dann. Oder halt auch kriegen. Da wo du halt dein Bild nochmal auf das nächste Level hebst. Und was mir halt in den Dungeons so gefällt, die haben halt so richtig krass düster. Also das hat in den Dungeons hat's eher mehr von einem Horrorspiel als wie von einem Souls-Spiel tatsächlich. Also mehr so, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen ein Resident Evil Vibe. Die Geräuschkulisse, ja genau. Achso, jetzt bin ich da einmal im Kreis gerannt, oder wie? Ach so, okay. Was ist dir? Oh Gott, das wird schon wieder so elendig verzweigt.
Die habe ich gar nicht mehr so krass verwinkelt in Erinnerung, ehrlich gesagt. Ach so, jetzt haben wir... Ah ja, okay, da hinten haben wir mit der Leute oben. Okay, ja gut, alles klar. Aha. Just ser was erst. Ganz ruhig bleiben, Brauner. Ich hab gesagt, ruhig bleiben. So, ich glaube, wir zwei machen wir Popo-Liebe. Das hört sich versauter an, als ich es meine. Jetzt mal. Okay, wir machen da ohne Popo-Liebe. Oh, vielleicht aber doch. Popo-Liebe! Yeah. Ey, mit dir hat keiner geredet. Wollen Sie was? Blutfärbungsedelstein. Ey, wappel, schwabbel, ey. Den Arsch aufreißen, wortwörtlich. Ja, genau. Pudelnackisch. So, da haben wir jetzt einfach nur Blutfärbung. Da, das ist nicht so typisch. In einem Dark Souls 2, 1 oder 3, ja, das war jetzt wieder sehr intelligent. In Dark Souls 1, 2 oder 3 wissen die, da ist eine versteckte Wand. Im Bloodborne, ja, nix, Harry. Nix ist da. Und auf der anderen Seite auch nicht. Na gut. Aber ich schaue mich da eh gern um in seine Dungeons, weil du nimmst einfach alles mit und wie gesagt, manchmal findet man einfach Gegenstände, die wo halt, zum Beispiel eben die Blutedelsteine, die wo du in deine Waffen setzen kannst, dann findest du wieder einen, der wo halt mehr Damage verursacht dann. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man von Zeit zu Zeit einfach mal so Kelch-Dungeons macht. Und die haben ja mehr oder weniger vom Progress abhängig, wann du die kriegst. Also du findest jetzt nicht Early Game einen Kelch, der wo fürs Endgame bestimmt ist. Also so jetzt zum Beispiel der erste ist der Tomero-Kelch, den du kriegst von der bluthungrigen Bestie. Wenn du den Tomero-Kelch dann machst, kriegst du glaube ich an den da jetzt, da wo wir jetzt haben, den Wurzelkelch. Und irgendwann woanders, glaube ich, findest du dann noch den zentralen Kelch. Die steigern sich quasi immer wieder. So, das ist die Tür, da müssen wir hier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Hebel finden. Wo auch immer er sich befindet. Hä? Ah. Und wie gesagt, später gibt es halt so richtig krass tiefe Dungeons. Ah ja. Die haben aber dann auch richtig schwer. Da haben wir zum Beispiel den komischen, ja, den Bestiengegner vorher, der wo erst der NPC gewesen ist, der wo sich da verwandelt, den findest du später auch in diesen Dungeons. Der hat aber dann 10-mal so viel Leben und macht 20-mal so viel Schaden. Passt schon, merci für den Lurk, YBO. Viel Spaß beim Enshrouded spielen. Habe ich jetzt tatsächlich auch mitgekriegt, dass da Update gekommen ist. Obwohl es nicht spiele. Lol. Ah, das ist jetzt die von der anderen Seite, die machen wir mal auf. Was wir haben wir. Oh, hey. Ach, das ist der Gang, okay. Schockiert.
Okay. Oder ist es ein anderer Gang? Nein, das war schon der. Von da haben wir... Es ist aber gewissermaßen ein Nachteil, weil du es gleich ausschaut. Ach, lol, das ist der Anfang. Da war die Tür, da haben wir drin gewesen. Da haben wir aktiviert. Da ist die Tür, wo wir durch müssen. Aber wir haben da oben geschaut. Okay, ja gut, dann muss ja da noch irgendwo weitergehen. Geht ja gar nicht anders. Da hinten war der Shortcut. Wir haben ja irgendwo eine Tür übersehen, hundertprozentig. Gibt's ja eigentlich gar nicht anders. Ah, sechstes du, sag ich doch, dass wir die übersehen haben. Okay. Okay, da schaut's gut aus. Ah, und da hinten ist der Hebi. So, schauen wir mal, wie wir mit dem apropos Liebe machen können. Ich weiß nicht, ob er mal Metzger werden wollte, aber... Gut, easy. Gut, die ist off. Oder beziehungsweise ist entriegelt. Jetzt müssen wir da eigentlich auch durchkommen. Dann müsste man normalerweise den ersten Boss in dem Dungeon finden. Rein theoretisch. Okay. Ah, hier schon wieder. Okay. Wer ist der mit der Kanone? Maul.
Easy. WB Suite. Wie soll ich die denn eigentlich nennen? Also, Tooth, Suite, Only? Wie hätten sie es denn gern? Okay, warum ich jetzt zurückkehre, keine Ahnung. Das war jetzt rein aus Reflex, hätten jetzt auch müssen. Schön die Dungeons? Ja. Haben wir zur Abwechslung einfach mal einen Dungeon reingeworfen. Wie gesagt, Sweet Tooth reicht. Okay. Ich kann das Tooth einfach nicht so gut betonen. Ne? Das ist. Man verzeihe mir. Gut, ab in Ebene 2. Tumerianisches Labyrinth, Ebene 2. Ah, Sockträger. Ah, das ist zwei weg. Ah, geht sogar. Nice. Gut, da ist die Tür. Wir müssen einen Hebel finden. Da geht's raus. Okay, nicht von der Seite zumindest. Da an Leitern. Okay, gibt's da irgendetwas? Die schaut ja geil aus, bis du einer leicht. Alter, man stelle sich einfach Bloodborne in neuer Grafik vor. In moderner Grafik. Also, ich meine, für das, dass das Spiel fast 10 Jahre auf dem Buckel hat, schaut es immer noch unfassbar gut aus. Ich glaube, ich will erst unten schauen. Chronologisch. Von unten nach oben. Oh, hey. Halt, hier geblieben. Serie nicht, aber das Game gezockt, hab auch immer den Clown. Was? Was für ein Clown? Was? Achso, bezüglich auf den Namen. Okay, der Name sagt man, also der Film Sweet Tooth sagt man jetzt aber tatsächlich nichts. Ich hoffe, es ist keine Bildungslücke. Gut, da war jetzt einfach fucking gar nichts drin, außer halt eine Blutsteinscherbe. Und von der Seite kämen wir. Ja gut, da muss oben irgendwo weitergehen. Bloodborne in Unreal Engine 5, ich kauf's. Und wenn das Spiel ein 100er-Kurs kauf ist. Schon allein aus Gründen der Tatsache, dass es von From Software ist. Das ist ein Bait, hundertprozentig. Ah, da ist ein Wuffi. Ah, okay, da können wir dann die hier aufmachen. Okay. Nee, Twisted Metal ist die Serie und das Spiel, daher mein. Ah, okay. Ja, okay. Ah, gut, aber. Also bitte nicht besser, aber mir sagt beides tatsächlich nicht. Twisted Metal sagt mir nichts. Aber ich finde es immer cool, wenn Leute einen Namen haben, mit denen sie irgendwas verbinden. Okay, Ratten können in gewissermaßen Endgegner sein. Ist da hinten der Hebel? Ah! Okay, weird. Jetzt gibt's Eierliebe. Oh, Molly, wow.
dann kommen so Leute ins Spielen und nennen sie Bananenbrot oder X the Killer oder so, wo ich mir denke, just why. Ja, nein, das ist halt, also, ich habe einen Arbeitskollegen, der war ganz am Anfang, glaube ich, im Stream sogar da. Der hat auch das ist aber einfach, das ist sein Typ einfach so. Der hat Dragon's Dogma hat sie gekauft, Dragon's Dogma 2, also eigentlich kurz nachdem es ihm ja gekauft habe, was ich by the way auch nicht weitergespielt habe. Und der hat seinen Vasallen Pimmelberger genannt, glaube ich, irgendwie sowas. Aber das ist halt, glaube ich, einfach der Typ von dem Menschen. Ich darf jetzt meinen Vasallen auch nie Pimmelberger nennen. So. Aber es ist dann auch irgendwie witzig, wenn du das dann liest. So, weißt du hast dann in der Friends-List, möchtest seinen Vasallen ausleihen, damit er halt Stuff kriegt und so. Und dann machst du Spray auf, schaust erstmal in die Listen und dann steht Pimmelberger drin. Ja, GG. Dann kriegst du erstmal einen Lachanfall. Weil du rennst halt mit sowas eigentlich gar nicht so, ne? Man vor der Zeit als Streamer so, habe ich auch einen anderen Namen gehabt wie jetzt. Ich hab mich früher immer Kaido genannt, tatsächlich. Also, das ist eine Anlehnung an den Charakter in One Piece, sozusagen. Also, das heißt, es ist keine Anlehnung nicht, sondern das ist ein Charakter in One Piece. Ja, das stimmt tatsächlich. Wobei ich halt bei Call of Duty nicht wirklich mitreden kann, weil ich bin ein Mensch, der spielt keine Shooter. Das ist das. Ich glaube, ich gehöre zu einer Rankgesellschaft, die keine Shooter spielt. Irgendwas kugelt da. Da geht's auf hier, okay. Mei, was möchtest du denn? Oh, hi. Das habe ich aber tatsächlich schon von mehreren gehört, dass die Communities in Shootern sehr, sehr toxisch ist. Das finde ich halt so cool in der Souls-like-Bubble oder in der Souls-like-Community, da gibt es eigentlich keine toxischen Menschen nicht. Also zumindest war es bei mir noch nie so, wenn ich irgendwie ein Souls-like gespielt habe, egal was es war, ob das jetzt Bloodborne ist oder Lords of the Fallen oder Sekiro oder sonst irgendwas, da gibt's keinen, der wo irgendwie jemals toxisch mir gegenüber gewesen ist, wenn ich jetzt mal bei einem Boss verreckt bin oder so, oder wenn ich was nicht geschafft habe oder mich einfach irgendwo mal in Black gestellt habe. So, und das finde ich eigentlich in der Community schon ganz geil. Hast du es jetzt bald einmal? Unheimlich. Boah, Lex, unheimliche Sägehackbeil. Das unheimliche Sägehackbeil, es gibt in Bloodborne, wenn mich nicht alles täuscht, also Angabe wieder ohne Gewehr. Es gibt in Bloodborne 3 Stufen von Waffen. Es gibt diesen normaler Standard, also sprich Sägehackbeil, ne? Dann gibt's unheimliche, die Stufe unheimlich und die dritte ist, jetzt weiß ich nicht mehr, wie die geheißen hat. Verrottet, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber auf alle Fälle hat's nicht bei allen Waffen, aber bei einigen hat es 3 Unterarten gegeben. Oder 2 Unterarten. Und die Unterarten haben stärker als die Standardwaffen. Verflucht, genau, die Verfluchten hat es noch gegeben. Also die normale, dann unheimlich und verflucht. Geil, dann haben wir jetzt sogar ein Upgrade gekriegt.
Das heißt, wir müssen das Sägehackbeil, das Unheimliche, dann erstmal aufwerten. Weil das Verfluchte, glaube ich, kriegt man erst ganz spät in die Kelch-Dungeons. Da haben wir eigentlich mit dem Game schon fast durch. Das darf sich höchstens lohnen, wenn wir halt dann ins DLC gehen, weil da haben dann gute Waffen tatsächlich nicht schlecht. Aber das unheimliche Sägehackbeil, das ist schon mal gut, dass wir das gefunden haben, tatsächlich. Aber es, wie gesagt, das glaube ich gibt es nicht für alle Waffen, sondern nur für einen kleinen ausgewählten Teil. Ich weiß jetzt beim Sägehackbeil, ich weiß bei der Begräbnisklinge. Ich glaube beim Katana gibt es noch. Aber da meine ich jetzt auch schon hübsch auf. Ah ja. Ja klar. Machen wir die auch noch auf. Gut, das haben wir, dann gehen wir da noch lang. Ja, ich glaube, es gibt ja nur, Chikage ist, glaube ich, an und für sich das beste Katana, wenn man von der Waffe von der Maria absägt, glaube ich, ne? Also Dex-Waffe im Bloodborne. Okay, gut. Rakuyo, ja. Rakuyo ist, glaube ich, die Bosswaffe von Maria, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt muss ich mich schauen. Jetzt muss ich erstmal wieder zurückfinden. Ah ja. Ah ja, easy. Oh, vielleicht aber nicht. Ich sag nix! Mit so einem fetten Arsch. Okay, dass der Hufkick kann. Tatsächlich auch nicht gewusst. Dumme Sau, ehrlich mal. Ach komm, du Fackel, nerv nicht. Piss dich. Gut. Ja, das ist halt, die Kelchbosse sind halt eigentlich, vor allem die ersten zwei haben meistens Gegner aus der Overworld. Also das kannst du eigentlich nicht so wirklich als Boss sehen. Gut, sind wir in Ebene 3. Oha. Da geht was.
Erstmal anlocken. Ja, da haben wir wieder die Tür. Aber Sägehackbeil macht trotz allem noch. Gut, wir haben da die besseren Blutedelsteine drauf, muss man fairerweise dazu sagen. Deswegen macht es auch noch mehr Schaden als ein Ludwig, die heilige Klinge vom Ludwig. Gut, durch das, dass wir jetzt unheimliche Sägehackbeil gefunden haben, wird es wahrscheinlich mit der Klinge eh erstmal suboptimal sein. Au. Was? Wo? Wer hat da gegrunzt? Du hast doch gerade was grunzen gehört, oder? Da einfach ein Haufen Loot rumliegt. Hä? What the fuck? Ah ja. Oha. Wolleck, was? Ach, da ist ein Glocken-Olga, deswegen. Sofort mit dem Gebimmel aufhören. Ist da der Hebel? Ja, das ist der Hebel. Okay, gut. Wo haben wir denn da jetzt? Ach, da ist die... Ah, ja. Da ist die Tier. Okay, alles klar. Ich hätte irgendwo Laternen. Das ist halt so free, dass du bei denen einfach anschleichen kannst, ohne dass die irgendwas machen. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube in dem Dungeon kommt bluthungrige Bestie. Oh, da war Gegengift. Wait, hab ich keine? Ah, doch, ich wollte gerade sagen, ich hab doch kräftigen Blutcocktail. Ah, da gibt es nochmal eine kleine Abzweigung. Ja, wenn nehmen wir schon alles mit. War jetzt auch klar, dass wieder irgendein so ein Schimmelgegner daherkommt, der mir jetzt wieder Leben zirkt.
Das sind Kisten? Tatsächlich. Okay. Das Pumpertüren. Hallo? Mit dem scheiß Giftmesser. Die Lorans Dungeons sind geil. Hat so ein Maya-Tempel-Design. Oh, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Also ich weiß, dass einige Tempel gegeben hat, oder Dungeons gegeben hat, die wo richtig happig waren. Und die, die schauen dann später auch ein bisschen anders aus wie die jetzt. Aber wo's um was und wieso genau, kann ich da nicht mehr sagen. Aber wie gesagt, wir werden einen Großteil von den Dungeons tatsächlich, glaube ich, sogar spielen. Ich brauche zwar eigentlich gerade die 5 speziellen, damit ich halt einfach zu Janam komme. Aber ja. Mal schauen. So zur Abwechslung ist so ein Kelch-Dungeon, glaube ich, gar nicht schlecht. Und vor allem, es kann sich ja lohnen, ne? Wenn man halt jetzt mal so bedenkt, dass ich eben jetzt einfach ein Sägehackball gefunden habe, das wo von der Stufen her besser ist als das, was ich bereits besitze. Kann sich das immer mal lohnen. Oh Gott, ich bin so gottlos verloren jetzt, gerade weil ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, wie ich zurückkomme. Glaube aber... Das ist auch nur dir. What the fuck? Hey. Okay, der bewacht eine Truhe, da ist was drin. Oh fuck. Schade, war jetzt leider nicht so clean, aber... Feuerpapier, okay, ja. Ja gut, muss ich wenigstens dann nicht Nachschub kaufen, das ist ja auch was, ne? Das ist ja auch was. So, und jetzt soll ich zurückfinden. Super, oder? Jetzt auch noch um, oder waren wir noch nicht? Navi wo, ja. Google Maps. Haben sie in Jahren noch nicht erfunden. Aha, Feuerpapier, das sagt man quasi, der nächste Boss ist feueranfällig. Okay, aufgemerkt. Ja, sie mitschreiben, ne? Wobei, die Disziplin, glaube ich, hast du schon gelernt. Du findest auf dem Weg zu einem Boss meistens durch die Items, die du findest, einen Hinweis, was der nächste Boss anfällig ist. Was meine Vermutung wieder nahelegt oder fast schon bestätigt, dass der Boss tot oder die bluthungrige Bestie ist. Da, vorne rechts. Gott, das ist auch schon so alt. Ah, die haben wir aufgemacht, oder? Ja, genau, wir haben da vom Tag gekommen. Maler, die sagen einfach der Leiche nach, weil da waren wir dann quasi schon, aber das Problem ist, in dem fucking Dungeon liegen jetzt... Ah. Okay, ja, wir haben wieder... Okay. Easy.
So, wie gesagt, ich vermute, das wird die bluthungrige Bestie sein. Ah, oder auch nicht. Aufpasser der alten Fürsten. Den haben wir doch schon mal gemacht. Au. Feuerblutedelstein. Ein Blutedelstein, den wir einsetzen können, damit wir Feuerschaden machen. Und das wird wahrscheinlich ein besserer sein als der, den wir bereits haben. Vermute ich mal. Aber fein. Wieder ein Kelch-Dungeon geschafft. Ist doch was. Wenn du den Kamin offen lässt, du dein Bipolar. It's a hot dog. Okay, cool. Ich schaue jetzt gleich mal, ob wir das Sägehackbeil aufwerten können. Ja, das machen wir jetzt einfach der Vollständigkeit halber. Na, ich kann es leider nur bis auf +4 machen. Aber das hat auf +4... Wait, Moment. Jetzt da mal alles außer. Aber bei dem anderen haben wir schon 3 Edelsteine drinnen. Physischer Schaden haben wir jetzt da 62. ...79 ist so das höchste, I guess. Ja, da haben wir aber mit dem aktuellen Sägehackbeil immer nur ein wenig besser dran tatsächlich. Halt. Ah, aber da haben wir... Ah, Moment einmal. Wir haben glaube ich, generell besser nicht gefunden. Da können wir jetzt auch auf alle Fälle 3 einsetzen. Ja, jetzt pass auf. Machen wir einfach mal ganz von vorn. Da haben wir schon mal eins mit 76. Okay. Sind wir 80, 92, 96? Ja, das ist 96 das höchste. Und können wir weiter pushen bis auf +102. Okay, wie schaut es bei Ludwig aus jetzt? ...95 mit ein paar Subs. 108, boah, leck. 104, boah, leck. Dauerhafter GP-Gewinn +2 und dauerhafter Feuerangriff. Wir kann man, okay, dann verlieren wir aber da den Bonus. Dann machen wir es auf alle Fälle so. Okay, Ludwigs heilige Klinge ist jetzt definitiv besser als vorher. Da haben wir geupgradet. Aber das unheimliche Sägehackbeil ist noch nicht auf dem Niveau, wo wir jetzt das normale haben.
gut, dann gehen wir, wenn es geht, noch ein paar Blutechos aus. Nun gut, lasst Da gehen wir in Stärke, I guess. Ja. Und mit 35 Stärke, dann mit 30 Gesundheit, das passt dann. Gut, dann machen wir mal einen kurzen Damage-Test. Einfach mal da, weil es ja eh wurscht ist. Später kriegt man Steine, die krass Gift schauen. Ja, später kriegst du ja gefühlt alles. Blitz, Feuer, Gift, Arkan. Gibt's ja so viele Möglichkeiten, bis du dann ins New Game Plus gehen kannst, dann im Endeffekt. Okay, Damage-Test, Freunde der Sonne. Wie viel macht Sägehackball mit einem Schlag? Mit einem normaler? Also ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das ist ja nur maximal GP, wo es das abzieht, ne? Ja, okay. Aber Ludwigs heilige Klinge ist jetzt auf alle Fälle stärker als vorher. Also sollte man jetzt eigentlich mit dem Ding auch ganz gut Schaden machen können. So, dann noch kurz zum Einsichthändler schauen. Ich kann mir schon Blutsteinscherben kaufen. Da gibt es eigentlich jetzt nichts Besonderes für uns. Kaufe ich da noch 4. Da noch 3. Oh, 1. Ich behalte mal bei, dass mit der Händler aktiv bleibt. Gut, dann da ich fast vorschlagen. Wir machen Rum. Dann da ich fast vorschlagen, wir machen Rum. Die geistlose Spinne. Ja. Weil was anderes bleibt mir jetzt eigentlich nicht. Kanehurst ist noch zu schwer? Oder was heißt, ziemlich unangenehm in unserem aktuellen Level? Ich darf dann fast eher den oberen Kathedralenbezirk erst noch machen. Ja, wobei eigentlich, ja. Ja, na, mach mal erst mal. Mach mal Rom. Rom, die geistlose Spinne. Oder wie die heißen noch, keine Ahnung, was damit. Also Rom auf alle Fälle. Weil da verändert sich nämlich die Welt in Janam generell. Dann haben wir dann schon mal da einen Schritt weiter. Es kämen halt da noch einige Gebiete tatsächlich. Kanehurst ist schon geil. Kanehurst ist, habe ich vorher mal gesagt, finde ich rein von der Optik her eines der geilsten Gebiete in die FromSoft-Spiele. Da muss man jetzt unbedingt nachrennen, ha? Bleib weg oder ich hau die um. Ich schwör's dir. Zupf die. Bleib ja und steh. Gut. Freunde der Sonne, Boss Time it is. Again. Dann haben wir, aber ohne Scheiß, dann haben wir aber doch einige Bosse gemacht. So. Gut, ich habe mein Blitzpapier, ich habe meine Bestienbluttabletten. Das andere Schwert braucht man nicht. Sollte fein sein. So, nochmal einen schönen Anblick mit dem Mond genießen. Ne? Ich kann es eigentlich schon mal vorweg spoilern, für die, die das nicht wissen. So schön wie der Mond jetzt ausschaut, schaut er nachher nicht mehr aus. Okay? Wenn das wieder ein First Try wird, ich brauche da mal ein bisschen Spannung, Bazi. Kann er da jetzt nicht garantieren. Das, was ich jetzt probiere, habe ich schon lange nicht mehr getan. Es kann sein, dass das jetzt fällt. Es kann aber auch sein, dass es zum First Try führt. Ich weiß es nicht. Du darfst halt nicht vergessen, ja, ich habe das Spiel, wie gesagt, schon 8 oder 9 Mal durchgespielt früher. Also ich weiß die Bosse, ich weiß, was die in ungefähr... Also ich weiß die genauen Patterns nicht mehr hundertprozentig bei manchen, aber ich weiß halt so im Groben, was halt da auf mich zukommt. Also du darfst jetzt da... Wie ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, ich habe auf die Schnauze bekommen. Und zwar gnadenlos, glaub mir das. Gut.
Freunde der Sonne. Der nächste Boss. Meine Freunde, das ist kein Prime Evil Demon aus Demon's Souls, sondern das ist Rom, die geistlose Spinne. Die eigentlich uns nichts tut, die aber den kompletten Albtraum steuert. Oder einen Großteil des Albtraums steuert. So, jetzt haben wir erst einmal die Spinnenviecher da wickert. Ihre Töchter und Söhne schützen sie natürlich. Und das Krux bei den Spinnen ist, wenn du die von vorne angreifst, die haben so einen Steinkopf, da machst du keinen Schaden. Das heißt, du musst die Spinnentiere von der Seite oder von hinten angreifen. Und glaubt's mir, diese Spinnen machen viel Schaden. Und bevor die Frage kommt, ja, die Spinnen werden aggressiv. Wie man vielleicht gerade erkennt. Seht ihr's? Das war einfach mal ein Schädel, wo mir von der Spinne, die hat fast 50% Health gemacht. Es gibt aber einen Trick. Rom tut bis zu einem gewissen Punkt gar nichts. Ja? Bis zu einem gewissen Punkt der Lebensleiste macht Rom nichts. Sobald sie einen gewissen Damage gekriegt hat, fängt sie an, was zu tun. Und da drin besteht jetzt im Endeffekt Strategie. Wir füllen wir jetzt mit den Nahkampfangriffen mit der Hand fast keinen Schaden zu. Wir strecken aber durch die Bestienbluttabletten unseren Schaden ein bisschen nach oben. Und jetzt greift Rom an. Und jetzt wehrt sie sich auch vehement. Ich habe leider das Timing ein bisschen verkackt. Ja, okay. Leider. Leider das Timing verschissen. Und wenn die dann halt 3 Spinnen gleichzeitig treffen, dann wird's schwierig. Aber ich habe jetzt da einfach das Timing ein bisschen verkackt gehabt. Ich hätte vorher die letzten Spinnen schon mit der Bestienbluttablette besiegen müssen, damit ich mehr Schaden mache an Rom. Alles fein. So machen es übrigens auch die No-Hit-Runner. Das ist eine berühmte oder beliebte Strategie bei Rom. Weil du sie eben durch das, dass du die Bestienbluttablette zu dir nimmst, kannst du halt schon mit Schaden hochstecken lassen. Und mit dem Blitzpapier, was ja ihre Schwäche ist, machst du halt dann eigentlich, wenn du das richtig machst, ziehst du ihr in dem Moment, bevor sie sich das erste Mal portet, das gesamte Leben ab.
Aber ich bin halt natürlich kein No-Hit-Runner, deswegen funktioniert es halt bei mir nicht so gut. Aber es ist halt so eine beliebte Strategie. Und vor allem die Menge der Spinnen erhöht sich dann, sobald sie anfangen, was zu machen. Nice Bild, Rom. Oh. Man muss sowohl die Kleine im Auge behalten, als auch die Große. Ah, jetzt komme ich auf der Seite nicht hier auf die Spinnen. Bitte. Hä? Okay,
Okay, ich hab Rom besiegt und gleichzeitig bin ich gestorben, lol. Okay, ist Zeit. Second try. Und dafür habe ich Tiere. Weil, was sind das für asoziale Vier? Ich höre einen Staubsauger. Ja, eher einen Flammenwerfer. Ja, okay, was passiert jetzt? Weil jetzt habe ich ja eigentlich die Cutscene nicht getriggert, right? Rom ist hier. Jetzt ist halt die Frage, was zählt jetzt? Zählt jetzt der Sieg oder zählt jetzt die Niederlage? Normalerweise zählt immer der Sieg beim Boss. Ich hab's ja jetzt definitiv getötet. Na, gerade so im letzten Augenblick. Und Einsicht habe ich auch gekriegt. Also normalerweise müsste das zählen. Ja, Zeit. Freunde der Sonne. Dieses Frauchen da drüben, wo man es von der Seite sieht, ist hier schön, ne? Das ist Königin Yanam. Die Königin, die jetzt aktuell, also derer kannst du jetzt nichts tun. Die steht da jetzt einfach und wenn du auf sie zugehst, verändert sie quasi die Welt in Bloodborne. Und sie ist aber in die Kelch-Dungeons ein Boss. Und dieser Boss ist der einzige, der man noch abgeht, damit ich Platin kriege. Auf der Playstation, ne? Also diese Dame hier werden wir eines Tages umknallen. Die ist, by the way, schwanger. So wie das etabliert ist, da nichts mehr schwanger. Ja, und das ist genau das Problem, Mr. Herbert. Da geht die Lore ziemlich tief. Sie bringt nämlich, also diese Königin ist nämlich nicht irgendeine Königin, sondern Ritualgeheimnis gebrochen, suche das Albtraumkind. So. Dieses Albtraumkind ist Mergo. Mergo ist einer der Großartigen und Mergo ist gestaltlos. Ja? So auch dieses Baby. Und diese Frau, diese Königin, war dazu verdammt, dieses Baby zu gebären. Deswegen hat derer ihr Bauch nicht mehr so ganz gut ausgeschaut. So, Freunde der Sonne, willkommen in H.P. Lovecrafts Bloodborne, die Zeugung Cthulhus oder so, keine Ahnung. Diese Wesen hier sind ab jetzt sichtbar. Und jetzt passt auf, ich hab nämlich noch etwas für euch. Ich werde euch jetzt was sagen, okay? Die Frage ist, wo zeige ich euch denn das? Kann ich euch das im Bergenwerft sagen? So. Ihr seid allen elenden Bestien. Ich werde es Ihnen gleich sagen. Moment, ich muss erst eine Laterne finden. Bei uns schifft's schon wieder aus. Ich meine, ja, bei uns meint es leider Dampfe. So, ich schaue jetzt bewusst nicht nach oben, ne? Wir sind in aller... Walleck. Achso, ja, nein, ich habe ja nicht so viel Blut, ich muss gerade abgebissen, aber ich habe gerade 4000 gehabt oder so. Ich werde euch jetzt einmal sagen, wie sich die Welt in Yanam verändert hat, okay? So, das hat sich auch verändert. Einfach mal auf Musik hören. Laufen wir direkt Gänsehaut. Man sieht es ja an der Atmosphäre. Ne? Oder was heißt an der Atmosphäre? Am Himmel sieht man es. Wir haben ja jetzt etwas in die Wege geleitet, was in Yanam ja sozusagen mehr oder weniger das Ende bedeuten soll. Das Ende der Jagd. Oder wir sagen mal, Black sagt jetzt in der finalen Phase
der langen Nacht. Und jetzt passt's auf. Ich glaube, dass man es von da recht schön sagt. Ich hoffe zumindest. Die Welt ändert sich natürlich jetzt. Jetzt laufen in der normalen Stadt Janam Gegner rum, die wo da vorher nicht waren. Und jetzt schaut euch mal an, wie sich die Welt verändert hat. Wir haben ja jetzt einen Blutmond. Durch das Töten von Rom, der geistlosen Spinne, hat sich der Albtraum verändert und einen Blutmond hervorgerufen. Und dieser Blutmond verursacht mehrere Dinge. Die Bestien werden stärker, werden aktiver, werden rücksichtsloser zum einen. Wir kriegen durch den Blutmond Dinge zum Sehen, die man normalerweise nicht sehen kann. Was das bedeutet, das zeige ich jetzt gleich. Ja, wir sind jetzt sozusagen in der finalen Phase. Also finsterer oder anderster, wie so wird es jetzt in Janam nimmer. Ne? Also wir haben ja jetzt halt, was die Nacht angeht, im finalen Stadium. Das heißt aber noch nicht, dass wir im finalen Stadium des Spiels sind. Also es kämen schon noch einige Dinge, die man erledigen muss. Ne? Vor allem auch, wir haben noch ein oder zwei optionale Gebiete, die wir machen können und die, wo wir einfach machen werden. Aber so an und für sich, so wie die Welt jetzt da ausschaut, ja, da kann man meinen, es ist schon wieder Dämmerung, aber das ist tatsächlich diesem Blutmond geschuldet. So bleibt die Welt jetzt erstmal. Ich verstehe gar nichts, aber Blutmond mag ich, ja, das ist das Wichtigste. So. Von wo sagt man denn das? Ah, ja, ich weiß, wo man das schon sagt. Pass auf, schön. Ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, ne? Welcome to the Club, Dampfi. ist mir jetzt nichts verstehen, ich müsste gerade sagen, dass Blut spritzt. Das ist die, hallo, es ist ein Soul Spray. Und wie spät haben wir es jetzt? Oh, 3:09, ja schon, ja. Ja, das haben wir doch zeitlich gut abgepasst. So, da müsste jetzt irgendwo ein neuer NPC sitzen. Ja. Die NPCs werden natürlich durch dieses Voranschreiten der Nacht auch negativ beeinflusst, ne? Also das ist jetzt, sie ist wieder putzmunter. Der ist vorher nicht so gut gegangen, aber ja. Achtung. Normalerweise müssen wir da jetzt. Oh, schön. Diese Gestalten zeigst du entweder nur dann, wenn dieser Blutmond am Himmel steht, also ja, der weißt schon, entweder so oder den zeigst du auch außerhalb dieses Blutmondes, aber nur dann, wenn du 40 Einsicht hast. Und diese Geschöpfe sind über ganz Janam verteilt. Wir kommen nachher zu einer Strick, da pickern ungefähr 3 aufeinander. Und deshalb gehe ich nicht nach London. Die Stadt Janam ist tatsächlich der Stadt Edinburgh nachempfunden. Ne? Wegen dem viktorianischen Zeitalter, wegen der Blutbehandlung tatsächlich. Also Janam soll so ein bisschen Edinburgh in England oder Schottland, weiß ich jetzt gar nicht, soll das ein bisschen nachempfunden sein tatsächlich. Auch durch den gotischen Stil, wo es halt die Stadt hat an und für sich. Ne? Und ja, dieses Ding hier, also jetzt nicht das Ding da per se, sondern halt der Chef von denen ist ein optionaler Boss, den werden wir machen. Du wirst abgestochen, bevor es zu einem Viech beginnst, ja wahrscheinlich. Gut, es ist nur die Frage, wir könnten jetzt schnell Speedrun technisch den Schlüssel für die obere Kathedrale holen. Das kann man tatsächlich noch machen. Ja, das glaube ich machen wir sogar noch. Weil dann haben wir alle optionalen Gebiete für den kommenden Stream abgedeckt. Dann haben wir Canehurst, dann können wir die obere Kathedrale machen, wir können die Albtraumfront machen. Das würde sich schon ausgehen. Gut. So, da hinten, da pickt zum Beispiel das nächste Sektes. Und da hinten müsste da irgendwo noch eins sein. Da. So. In ganz Janam
claim jetzt diese Cthulhu-artigen Bestien. Und ich finde es halt einfach so cool, weil halt sie From Software ziemlich stark am Lovecraft-Universum bedient hat. Jetzt muss ich gerade schauen, wie wir da oben kommen. Moment, das glaube ich jetzt gerade gar nicht so einfach. Aber... ja, wir müssen da oben mal... Ich weiß jetzt gerade gar nicht sicher... Au! Alter, was hast du für eine Kanone, Alter? Okay, wir müssen die andere Richtung auf alle Fälle. Okay, ich glaube, das mit der Speedrun-Taktik, das meine ich, das überdenken wir noch einmal. Vielleicht holen wir uns den Schlüssel lieber doch erst nächste Woche. Weil wir gezwungenermaßen kommen wir da sowieso vorbei, abgesehen davon. Weil ich hätte eigentlich, gemeint, da muss man... Ich hätte gedacht, man muss sich da oben fallen lassen. Ja, die hängen halt, da sieht man es auch noch mit, da hinten hängt eins, da hängt eins, da hängt eins, da unten sitzt eins, also... Riecht wie ihr, Fremder. Die Stadt ist am Ende. Die Stadt ist am Ende. Einer nach dem anderen. Ey, was? Ah ja. Das hast du aber zauberhaft ausdenkt jetzt du, hä? Warum packst du den nicht? Hallo? Au! Da hinten ist die scheiß Glockentante, die helfe ich einschürt. Ich schieb dir dein Klicker so derartig weit in deinen Arsch eine, dass beim Scheißen klingelt, das garantiere ich. So, jetzt aber. Ach, da war das ja, okay. Da kann man jetzt à la Speedrun-Taktik das Ding holen, aber ja. Nein, können wir nicht, weil du noch nicht, oder? Doch, da kann man es jetzt oben fallen lassen, da müssen wir da entlang, da oben. Und dann da hinten war das theoretisch. Da hinten. Ja, ich probiere das jetzt einfach mal, wenn wir noch kriegen, ist recht, wenn nicht, holen wir uns beim nächsten Mal. So, da müssen wir einmal da auf, da müssen wir da um, dann da oben, ja, habe ich dere, Drecksau Schere, dann müssen wir da oben, dann mal kurz warten, ob Gegner kommen. Ja, ich habe mir gedacht, dass noch nicht warten. Ich glaube, das war's. Hilfe.
Easy. So, nicht außen IP fallen lassen, sondern da einer zu. Und da ist der Schlüssel zur oberen Kathedrale. Und genau den wollte ich haben. So, dann können wir da aufmachen. Und wenn ich jetzt stirb, ist mir auch wurscht. Alter, mir war... Okay, der Opa ist in seinem Fenster nicht gesessen. Den hab ich jetzt nicht mehr können sehen. Okay. Winziger Tonitrus. So, perfekt. Dann. Man ist, glaube ich, ganz... Boah, leck, Alter, was ich Blutechos auf der Tasche hab. Gut. Perfekt. Easy. Dann sind wir ja tatsächlich sehr, sehr gut durchgekommen heute. An und für sich. Kattel habe ich dir, grüß dich gut. Ab und hoch auf die Kathedrale. Ja, das werden wir beim nächsten Mal machen, tatsächlich. Das werden wir beim nächsten Mal machen. Also Plan für nächstes Mal, die obere Kathedrale uns mal anschauen. Ich weiß nicht, ob wir schon stark nur warten für Ebrietas. Ich glaube fast nicht. Wir werden aber auf alle Fälle in den oberen Kathedralenbezirk mal schauen. Wir werden wahrscheinlich einmal in die Albtraumfront schauen. Und eins von den zwei Gebieten werden wir dann wahrscheinlich sogar fertig machen. Ich vermute mal eher die Albtraumfront, weil wir da Amygdala machen könnten. Und Amygdala muss ich sowieso machen, weil ich den Kelch brauche, um die Königin Janam herausfordern zu können. Kanehurst werden wir nächstes Mal wahrscheinlich eher nicht machen. Also halten wir uns mal eher dran, dass wir entweder, wie gesagt, Albtraumfront oder oberer Kathedralenbezirk machen. Wie gesagt, ob wir Ebrietas dann schon mitmachen, das weiß ich noch nicht, aber einen Großteil vom oberen Kathedralenbezirk können wir tatsächlich dann schon machen. Glaube ich. Bazi liegt als First Try. Bazi, ich weiß nicht, ob wir da schon starten. Ja, das Ding ist halt, es gibt halt 2, 3 Wasser in dem Spiel, die haben es wirklich in sich. Und Ebrietas ist aus dem Main Game, glaube ich, so ziemlich die stärkste. Was heißt die stärkste? Sie ist halt am tankigsten. Die Tussi halt unfassbar viel aus. Also ich glaube, dass er Tussi ist. Keine Ahnung. Ein Namen nach und der Beschreibung nach ist schon ein Tussi. Aber an und für sich haben wir heute eigentlich ganz gut. Was haben wir jetzt eigentlich für Echo-Stufen? Nun gut, lasst mich. Ach, wir haben ja eh schon auf 53. Okay. Ja, ich sage jetzt einmal pauschal. So Stufe 70, wenn wir irgendwie haben, dann glaube ich, sind wir ganz gut gewappnet. Tatsächlich. Ich weiß zwar jetzt nicht, was für Stufen wir Average haben soll fürs DLC. Es kann sein, dass ich dann offstream noch einen New Game Plus Run mache, um mich noch ein wenig hoch zum Leveln fürs DLC dann tatsächlich. Aber das entscheidet ich dann, wenn wir durch haben tatsächlich. Weil da vergehen eh noch einige Meter, bis dass wir das Spiel fertig haben tatsächlich. Also, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben optional Kanehurst, wir haben einen oberen Kathedralenbezirk, wir haben die Albtraumfront. Jetzt haben wir das Dorf Yahagul, das wo es noch eine Zeit dauert. Dann haben wir einen Albtraum von Memphis. Und dann haben wir noch... Ja, der Albtraum von Memphis oder Memphis-Ding einmal sind 2 Gebiete. Also im Endeffekt haben wir noch 6 Anlaufstellen, die wir machen können. Oder müssen eigentlich. So gesehen. Also wir haben ja schon noch ein bisschen beschäftigt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir mit Bloodborne... Also quasi, wenn Elden Ring kommt, haben wir mit Bloodborne definitiv nicht durch. Also es wird so werden, dass man quasi... wo ist mir anders? Es wird quasi so werden, dass man mir dann, wenn jetzt Elden Ring kommt in 14 Tagen, wird ja natürlich Bloodborne und Pokémon erstmal pausiert. Keine Sorge, die gehen beide weiter. Also wir spielen Bloodborne definitiv fertig und wir spielen auch das DLC. Das verspreche ich eigentlich hoch und heilig, weil ich möchte die Platin-Trophäe haben. Und eventuell holen wir uns dann Platin auch noch im DLC, je nachdem wie aufwendig die Trophäen haben. Mal schauen. Und dann spielen wir erstmal Elden Ring, das DLC, in aller Ruhe. Das wird ein Marathon-Projekt dann. Also da läuft dann erstmal nur Elden Ring. Und da müssen wir schauen. Ich vermute sogar, also ich lehne mir jetzt einfach mal aus dem Fenster und sage, dass Hardcore Nuzlocke vor Bloodborne fertig ist.
Tatsächlich, je nachdem, wie wir durchkommen. Weil wenn ihr jetzt mal das DLC noch mit einrechnet, das wird wahrscheinlich länger dauern, als jetzt halt das normale Spiel, weil ich halt im DLC selber noch nie gespielt habe. Und auch die Patterns von den Bossen nicht so wirklich kenne. Also da wird es auch bei mir dann tatsächlich ein bisschen mehr zum Fokussieren sein. Jetzt geht es halt noch locker, weil ich halt alles kenne. Fast in- und auswendig so. Aber, naja. Müssen wir auf alle Fälle mal schauen, aber das kriegen wir hin, glaube ich. Pass auf. Gut, das dann mal so. Dann mache ich da mit zu. Gut. Na, aber ich glaube, wir haben ganz gut durchgekommen heute. Also ich bin zufrieden. Wir haben einen Kelch-Dungeon gemacht, den wir machen müssen, so und anders. Wir haben zwei Members, sind wir? Zwei. Ja, Schatten von Janam und Rom. Wobei Rom jetzt nicht so das Thema ist eigentlich. Aber ja, glaube ich, können wir zufrieden sein, tatsächlich. Genau. Heute ist viel passiert, ja. Tatsächlich. Mehr als ich gedacht habe. Genau. Also, ich weiß, dass heute ein paar neue da haben. Sweet Tooth zum Beispiel. Ich sag's jetzt nochmal für die Neuen. Kommende Woche jetzt, also ab morgen, kommt für 7 Tage kein Stream, weil ich fliege morgen in Urlaub. Also ich fliege morgen nach Griechenland. Das heißt, der nächste Stream ist frühestens am 17. Allerfrühestens. Wann ich genau streamer werde, sage ich dann im Discord Bescheid. Kommende Woche irgendwann. Oder wenn ich wieder zurück bin. Das kann ich jetzt aktuell noch nicht sagen. Das heißt, für euch, für die Neuen, entweder kommt ihr auf meinen Discord-Server, einfach Ausrufezeichen Discord in den Chat schreiben, dann kriegst du einen Link und dann kommst du einfach drauf. Du kriegst auf jeden Fall mit, wann ich live gehe. Ja, du kriegst eine Benachrichtigung, du kriegst da einen Streamplan, dann sagst an was für einen Tag und was für eine Uhrzeit und was für Speck gespielt wird. Oder alternativ, geht natürlich auch beides, druckst noch kostenlos aufs Following, dann kriegst du natürlich auch mit, wenn ich live gehe. Sowieso klar. Genau, soviel zu den Infosachen. Wir werden nach dem Urlaub, wenn ich wieder da bin, natürlich auch einen Community-Zock machen. Da werde ich nächste Woche auch einen Ping machen in Discord. Da könnt ihr dann einmal eure Meinung dazu kundtun, was wir genau machen. Ich habe mir 2 Sachen überlegt. Ich möchte beide irgendwie machen, eine on-stream, eine off-stream. Aber natürlich hängt es davon ab, wie das Interesse ist. Ne? Das ist natürlich mal vorrangig das Wichtigste. Da sage ich aber, wie gesagt, auch kommende Woche im Discord Bescheid. Und wann dann letztendlich dieser Community-Zock stattfindet, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Das müssen wir dann schauen, weil, wie gesagt, eben Elden Ring krass dazwischen grätschen wird mit 2 gestreckten Füßen. Und das wird halt, wie gesagt, für mich einfach Vorrang haben. Weil Elden Ring war so ein geiles Spiel. Ich muss mir es abgesehen davon, wenn ich wieder vom Urlaub heimkomme, sowieso runterladen und meinen alten Spielstand wieder aufrufen und schauen, ob ich da alles habe, was ich brauche. Da müsste normalerweise noch mein Duo-Blade Setup Blutungsbild verfügbar sein. Normalerweise. Aber das muss man dann anschauen tatsächlich. Genau. So viel dazu. Mehr gibt es, glaube ich, dabei nicht zum Sagen. Zumindest wisst ihr jetzt nicht. Oder sagen wir mal so, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen muss. Das Einzige, was ich jetzt noch schnell schaue, ich glaube, dass Zavi sogar noch live ist, right? Ja, ist sogar noch live. Perfekt. Dann ist sowieso klar, dass wir heute zu Zavi gehen, weil die hat heute Jubiläum tatsächlich. Macht man natürlich gern an Raid durch. Gut, Leils. Ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da warst, hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat ein wenig getaugt. Ohne den Alert gehst du nicht in den Urlaub. Okay, danke dir gut zu Fuß, dass du der Community für eine Woche Abstinenz noch ein paar Tipps ins Auge reindruckst. Vielen lieben Dank für deine 69 Bits. Natürlich gehe ich nicht ohne den Gedanken in Urlaub. Ist ja wohl sowieso klar. Wenn schon nicht der Sei dafür sorgt, dann kannst du immer auf den gut zu Fuß verlassen. Das ist eine zauberhafte Sache. Danke dir. Genau. Wir reden jetzt zur Sabi, die hat jetzt Jubiläum. Das spielt gerade DBD. Ich habe mir sagen lassen, der eine oder andere von euch ist DBD addicted. Also gern, wer Sabi noch nicht kennt, auch da Liebe da lassen. Das ist ja zauberhafte Streamerin, die macht momentan recht
unterschiedlichen Content. Mal Fortnite, mal DBD, mal irgendwie ein Off-Topic-Spiel, was man so eigentlich nicht zeigt. Also gern da mal Liebe da lassen. Die hat es auf alle Fälle verdient. Einen Raid Command haben wir auch, den hat Jassi schon eingeschrieben für Subs und für Non-Subs. Probiert eigentlich das, was braucht und fügt es dann einfach bei der Savi ein. Wir hören uns dann in allerspätestens am 17. wieder, allerspätestens oder allerfrühestens, so muss ich sagen. Und wie gesagt, wie es dann weitergeht, das sage ich dann im Laufe der nächsten Woche irgendwann, wenn ich mal ein bisschen Zeit auf der Liege gefunden habe und nicht ungefähr 12 Mojitos in der Futzen habe. So, auf die Art. Genau. Danke für den coolen Stream. Wünsche euch einen zauberhaften Urlaub und kommt's gut und erholt zurück. Ja, vielen lieben Dank, Sabi. Wir werden unser Bestes dafür tun, dass wir ein bisschen Erholung kriegen tatsächlich. Gut, in diesem Sinne, Leute, merci für euch. Danke an alle Neuer, die heute da waren. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören sie dann in 1,5 Wochen ungefähr wieder, okay? In diesem Sinne viel Spaß bei der Savi. Haut euch eine. Hört euch und wir hören uns. Servus.